Ladies and Gentlemen, mit meinem heutigen Gast werden wir ein wenig in die Businesswelt eintauchen. Mein norddeutscher Freund Mats Neumann aus aktuell Hamburg ist in Bremerhaven aber geboren und aufgewachsen, hat in seinen jungen Jahren für den Fußball, Profisport oder Leistungssport in Kiel, nähe Dortmund und Rosenheim gelebt, bis er Mitte 20 in die Heimat zurückkehrte, um das Familienunternehmen Move GmbH als junger Geschäftsführer zu übernehmen. In Kombination fungiert er auch als CEO der Firma Physio 8 Graz GmbH und gründete vor 2 Jahren die Marketingagentur Hey Mark. Mats ist Sohn, Bruder, Partner, Freund und heute eben unser Gast. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Mats. Hey Son. Was für eine Ehre, dich hier zu haben. Vielen, vielen Dank, dass ich vorbeischauen durfte. Ich freue mich. Hat extrem unkompliziert funktioniert, oder? Ja, also reibungslos bis jetzt, ne? Wir sind vor ein paar Wochen zusammengekommen hier in Berlin. Richtig. Haben lecker Nudeln gegessen bei Wencheng. Shoutout an den Berliner Laden hier. Und haben ein bisschen über alles Mögliche geredet und dachten uns, ey, wieso nicht, das mal vor der Kamera, vor dem Mikro zu machen? Hey, ich fühle mich super geehrt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich denke, es ist mal eine coole Perspektive, die wir heute mal ein bisschen besprechen können. Sehr, sehr gerne. Sehr cool. Wie geht's dir denn gerade? Du, super. Natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund Stress. Viele Tage jetzt gehabt, wo man viele Dinge über sich drüber nachgedacht hat. Wie will ich eigentlich sein? Tatsächlich erst gestern ein kleines Down gehabt, aber auch einfach nur mal einfach einen Tag erwischt, wo es vielleicht nicht nur Sonnenschein ist, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ansonsten kann ich nur sagen, sehr, sehr gut. Zum Wetter, würde ich sagen, oder? Ja, voll. Ich muss auch sagen, also bei mir ist so viel los mit dem Umzug. Wir sind gerade hier im Wohnzimmer bei mir in Berlin. Seit Samstag erst hier drin und dementsprechend sieht es auch ein bisschen aus, aber passt, glaube ich, für den Anfang. Du bist übrigens Premiere hier, mein erster Gast in Berlin. Noch mehr Grund, öfter zu kommen jetzt nach Berlin. Yes. Und ich weiß, was du meinst. So ein bisschen, das Wetter hat umgeschlagen, es ist kälter geworden. Viele Dinge, die am Laufen sind. Das letzte Drittel des Jahres? Letzte Viertel. Genau. Letzte Viertel des Jahres steht an. Und da überlegt man schon, okay, hat man alle Ziele erreicht? Punkt, ne? Definitiv. Immer noch mal wieder drüber nachdenken, wie es so war. I see. Okay, hey, lass uns mal von ganz vorne anfangen. Erzähl mal aus deiner Perspektive, wie beginnt deine Geschichte? Ja, du hast ja schon kurz erwähnt, ich bin in Bremerhaven geboren und auch aufgewachsen, bis ich 12 Jahre alt war. Komme aus einem guten Elternhaus, wo meine Eltern immer selbstständig waren. Mein Vater ist Mediziner, Orthopäde. Meine Mutter war auch immer selbstständig, hatte ein Fitnessstudio geleitet. Von Oma, Opa alle selbstständig gewesen. Krass. Aber total cool aufgewachsen, ein bisschen ländlich, super viel draußen gewesen, viel Sport gemacht, sei es Fußball, sei es Eishockey mit Kumpels. Das ist in Bremerhaven eine große Sache, Eishockey, weiterhin. Eishockey, I see. Genau, und bin dann tatsächlich mit 12 Jahren aus eigenem Willen ins Internat gezogen, um den Traum Fußballprofi, den ja so viele Jungs in dem Alter auch irgendwie haben, noch besser verfolgen zu können und hatte da viel Überzeugungskraft zu leisten bei meinen Eltern, wirklich diesen Schritt machen zu dürfen. Waren die nicht so begeistert? Ja, wer ist schon begeistert, wenn ein 12-Jähriger aus dem Haus geht? Ich weiß nicht viele, ne? Kurz vor der Pubertät irgendwie gerade aufs Gymnasium gekommen und gesagt, okay, jetzt will ich aber mal weg von zu Hause und ich schaffe das schon irgendwie alleine. Und das war so der erste große Step, den ich tatsächlich dann selber gemacht habe. Mit 12 sagst du? Genau, ja. Kannst du dich zurückerinnern, warum du so felsenfest davon überzeugt warst? Ja, also ich wollte immer raus. Ich war in Bremerhaven zwar happy und hatte auch echt eine coole Kindheit, aber irgendwie wollte ich dann doch irgendwie nochmal mehr erleben, mehr sehen und irgendwie auch für mich so ein bisschen ans Limit kommen. So, hey, wo kann ich hingehen? Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich es irgendwie schaffen kann. Wie wir heute auch besprechen werden, hat es nicht ganz geklappt, was überhaupt nicht schlimm ist in dem Moment. Und hatte dann auch mein bester Kumpel, der professionell mittlerweile Eishockey spielt, der ist auch aufs Internat gegangen in dem Alter. Das hat mich auch nochmal ermutigt, dann einfach diesen Schritt zu wagen und bin dann tatsächlich mit
Tränen von zu Hause sozusagen weg, aber eben dann einfach ins kalte Wasser gesprungen und seitdem ja eigentlich auch super happy über diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, wo sich viele coole Möglichkeiten ergeben haben. Ich war dann 1,5 Jahre dort in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Dortmund im Internat, wo alles fußballverrückte Jungs waren. War natürlich in dem Alter mega cool. Du hattest immer Leute, mit denen du auf den Platz gehen konntest, ein bisschen bolzen oder was auch immer. Ja. Und habe auch eigentlich seitdem alles untergeordnet gehabt. Und mir ist es nicht schwer gefallen in dem Alter, weil ich das irgendwie total gerne gemacht habe. Ja. Und es hört sich aber echt verrückt an. Ja. Also ich weiß noch, als ich 12 war, klar, ich war auch fußballverrückt damals, aber eine Entscheidung zu treffen oder unbedingt ausziehen zu wollen, das kam gar nicht in den Sinn. Für den Fußball, für eine Leistungssportkarriere so einen Weg einzuschlagen, also theoretisch schon eine erwachsene Entscheidung zu treffen, weil viele Eltern machen das ja dann für das Kind. Sie merken, okay, da ist Talent da oder sie merken, da ist vielleicht eine Zukunft da, Potenzial und dann wird das Kind mehr oder weniger dahin geschickt so und bei dir ist es irgendwie andersrum. Das wusste ich gar nicht, aber interessant, ey. Ja, was sagt das über deinen Charakter aus? Ich glaube, dass es einfach so ein Ding ist, das bleibt auch bis heute. Ich habe keine Angst davor, irgendwo anders hinzugehen und einen Neustart zu machen. Und das zieht sich eigentlich so komplett durch mein ganzes Leben. Also ich hatte viele Stationen, auch nach dem Fußball noch. Mittlerweile bin ich ja wieder zurück in der Heimat, mehr oder weniger. Aber das würde ich sagen, ist so meine Stärke auch irgendwo so, hey, ich finde mich echt überall easy zurecht und finde überall schnell das Wort zu Hause, was ja vielen dann doch schwerfällt und bei vielen auch Zeit braucht. Das ist bei mir irgendwie bis jetzt nicht so der Fall. Ja, krass. Okay, also du bist da unterwegs als junger Teenager. Wie oft bist du zu Hause dann gewesen oder wie oft hast du deine Eltern in der Zeit gesehen? Am Anfang war es natürlich echt auch eine taffe Zeit. Also man musste sich schon krass umgewöhnen. Man war, wie du auch gesagt hast, irgendwie musste man sofort erwachsen werden, sich selber organisieren, Schule, Fußball, Leistungsdruck, irgendwie alles unter einem Hut zu kriegen und hatte natürlich die Eltern jetzt nicht vor der Haustür. Ja. Aber ich war tatsächlich, so gut es ging, dann irgendwie schon zu Hause. Ich würde jetzt mal sagen, einmal im Monat habe ich fast geschafft zu Beginn. Okay. Weil die Entfernung jetzt auch nicht ganz so groß war. Aber es wurde tatsächlich über die Zeit auch immer weniger, weil zeitlich sich das auch nicht ausgegangen ist. Aber ich hatte da auch immer total klasse Unterstützung von meiner Family, die dann oft gekommen sind, Spiele angeschaut haben oder wenn auch mal irgendwie eine taffe Phase war, wo man sagt hat, hey, jetzt wäre mal cool, Mama und Papa zu haben, die sich ins Auto gesetzt haben und dann auch vorbeigeschaut haben. Also da war schon sämtliche Unterstützung dann eigentlich da. Ja, okay, das ist stark. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Für den war das eine sehr, sehr harte Zeit, wie ich mittlerweile erfahren habe. Ja. Mittlerweile? Also jetzt vor kurzem? Ja, es ist schon ein bisschen jetzt. Wir haben aber nie drüber gesprochen. Ich habe das auch irgendwie nie aus der Perspektive gesehen, dass so der große Bruder jetzt einfach dann abhaut und man alleine mit Mama und Papa zu Hause sein muss. Wie viel Unterschied habt ihr? Wir haben 1,5 Jahre Unterschied nur. Okay, also sehr, sehr nah eigentlich. Ja, super close und haben auch in der Zeit halt super viel gemacht, bevor ich dann abgehauen bin, mehr oder weniger. Für den war das, glaube ich, auch nochmal ein krasser Moment, so, okay, der ist jetzt wirklich nicht mehr jeden Tag da, weil wir auch vom Alter, aber auch so, hey, super, super close sind und echt viel gerne und viel Zeit verbringen. Okay, krass. Gut, das heißt, einmal im Monat ungefähr. Kannst du dich ein bisschen zurückerinnern, wie das für dich war? Ja, also für mich ist es irgendwie noch super greifbar. Ich weiß noch, wie ich dort angekommen bin. Das war ein privates Internat, wo der Schwerpunkt auf Fußball lag, mitten im Nirgendwo, auf irgendeinem Krankenhausgelände, mitten im Wald gefühlt. Also man musste mit einem Sammeltaxi abgeholt werden. Wie man sich das so ein bisschen vorstellt, oder? Ja, wo man vorher anrufen musste, 2 Stunden abgeholt zu werden, dann zum nächsten Bahnhof. Das war immer noch keine große Stadt dann. Aber für mich war das irgendwie so, der Fokus war so krass da, dass ich das unbedingt durchziehen wollte und natürlich hatte ich echt viele traurige Abende und alleine zu sein, war dann auch immer tough. Sich umzugewöhnen, Zimmer zu teilen, war auch nochmal so, wow, okay, ich bin gar nicht mehr nur alleine, auch wenn es mir schlecht geht, dann kriegen das alle Leute mit, was mir super schwer gefallen ist am Anfang. Aber
man hat das einfach ausgeblendet. So. Es war einfach nur der Fußball im Fokus und du hast 2 bis 3 Mal am Tag trainiert, hast dann ein bisschen Schule gemacht. Ich sage auch wortwörtlich ein bisschen. Das war gar kein Fokus für mich in der Zeit. Und bist dann irgendwie nochmal mit den Jungs, die dort auch gewohnt haben, irgendwie was essen gegangen abends oder was bestellt. Und dann hast du Tischkicker oder was auch immer gespielt. Also es war eigentlich alles so echt nur Fußball morgens bis abends. Krass. Und keiner hat über irgendwas anderes geredet. Das ist echt krass. Aber es war auch echt eine taffe Zeit. So, gerade so die erste, ich würde mal sagen, das erste halbe Jahr hat es wirklich gebraucht, sich einzuleben, auch irgendwie anzukommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt halt hier und es war aber auch nie leicht, dann wirklich von zu Hause wegzufahren. Also das ist mir immer schwer gefallen am Anfang. Aber es hat sich natürlich auch über die Zeit dann irgendwie entwickelt, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt mehr oder weniger mein Job, da fahre ich jetzt hin und das ziehe ich durch. Wie lange warst du auch im Internat? Ich war insgesamt 5 Jahre im Internat. Oh, krass. Also bis 17 jetzt? Genau, bis ich 17 war. Komplett deine Jugendzeit eigentlich. Genau, ja. Ist auch mal lustig. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, aber ja, die komplette Jugend war Fußball, Internatsleben, mit anderen Jungs irgendwie den großen Traum verfolgen. Ja, ich bin ja dann von Dortmund oder in der Nähe von Dortmund nach Rosenheim bzw. Bad Aibling gezogen, weil das Internat damals umgezogen ist und ich auch im Süden fußballerisch mehr Potenzial gesehen habe zu der Zeit. Und meine Eltern haben dann auch gesagt, ja, jetzt willst du noch weiter weg? Und ich gesagt, ja gut, jetzt ist es doch auch egal. Ich meine, ich bin jetzt schon 1,5 Jahre weg, jetzt kann ich doch auch nochmal die 600 Kilometer weiter, das ist jetzt ja auch kein Unterschied. Ja. Und da habe ich mich dann auch wieder komplett umgeschaut. Okay. Von der Norddeutsche in Bayern war überraschend zu Beginn, was für eine Sprache die sprechen, ohne es jetzt böse zu meinen. Aber da musste man sich dann auch wieder dran gewöhnen. Aber das ist mir dann schon viel leichter gefallen. Aber dann wurde die Distanz natürlich größer nach Hause und da war einmal im Monat auf jeden Fall nicht. Dann war, ich würde sagen, alle 2-mal im Halbjahr oder sowas war ich dann zu Hause. Aber immer weiterhin diesen Fokus gehabt auf Fußball. Krass. Ja. Hast du währenddessen im Verein irgendwo schon gespielt oder war das? Genau, ja, ich habe in der Nähe von Dortmund habe ich damals, das war in der Regionalliga, ich war 13, 14, also das ist so das Höchste, was man damals spielen hätte können. Es war jetzt auch noch nicht in irgendeinem Leistungszentrum dann, sondern das war wirklich noch so dieser Weg über, ich sag mal so den Stadtverein oder Kleinstadtverein. Und dann bin ich tatsächlich zur Spielvereinigung Unterhaching gewechselt. Das war dann so der erste bekanntere Verein für viele wahrscheinlich, wo ich dann Richtung U19 Bundesliga, U17 Bundesliga gegangen bin. Okay. Und kam dann der Sprung irgendwann ab 17, 18? Ja, dann war so für mich auch so eine Entscheidungsfrage. So, ich habe weiterhin dran geglaubt, aber habe auch nicht so diesen Durchmarsch irgendwie gemacht, wie viele andere Profis das ja irgendwie machen, dann Leistungszentrum und dann gehst du von da aus gleich in die erste Mannschaft, sondern musste irgendwie so ein paar Umwege gehen und bin dann tatsächlich mit 17 aus dem Internat ausgezogen und nach Braunschweig gezogen. Wieder näher an den Norden, näher an zu Hause, näher an die Family. Hat sich damals einfach so ergeben und bin dann auch tatsächlich zum ersten Mal in meine eigene Wohnung gezogen. Und habe dann dort eben versucht, den nächsten Schritt hinzubekommen. Habe dort meine Schule fertig gemacht, dann mein Abitur. Ja, habe dann dort 2 Jahre gewohnt. Habe mich auch eigentlich ganz wohl gefühlt, also war schon eine Stadt. Wohlgefühlt in Braunschweig. Ja, es ist in Ordnung, es ist klein. Ich komme aus Hannover eigentlich. Ja, ne? es ist so. Braunschweig ist so eine Sache. Kritisches Thema eigentlich, das ich hier jetzt anspreche, aber du hast ja gefragt. Okay, ne? Ist okay. Nee, habe 2 Jahre in Braunschweig gelebt, habe dort weiterhin versucht, den Traum. Auch da hat es wieder nicht ganz geklappt. Bin dann nach Kiel gezogen. Also ich wollte einfach nicht aufgeben, so, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, da ist was, aber vielleicht das mal kurz vorweggenommen. Ich habe dann schnell gemerkt, oder jetzt mittlerweile merke ich, dieser Spaß, den ich früher als Kind hatte, wo ich unbedingt so in dieses Internat wollte und weg und das probieren, den habe ich total auf der Strecke verloren und habe eigentlich dann irgendwann einfach nur noch einen Traum verfolgt, der immer weiter in Entfernung gerückt ist und einen nur noch ausgelaugt hat. Und eigentlich war damals, oder jetzt, ich spiele jetzt seit 5 Jahren gar kein Fußball mehr. Das war eigentlich dann erst so der erste Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das Leben auch ganz schön, wenn nicht dieser Leistungsdruck dahinter ist. Ja, krass. Du meinst 4, 5 Jahre nicht mehr im Verein und sowas? Genau.
sondern nur noch maximal hobbymäßig. Genau, maximal. Okay. Also nicht Hobby. jetzt, ich fasse das nie wieder an und so. Nein, das auf gar keinen Fall. Dafür macht es dann doch zu viel Spaß wieder. Ja, verstehe. Okay, krass. Das heißt, 17, du ziehst zum ersten Mal aus in eine eigene Wohnung, Braunschweig, versuchst nochmal den Sprung, bist dann in Kiel, 1-2 Jahre später oder was? Genau, 2 Jahre nachdem ich in Braunschweig war, bin ich nach Kiel gezogen. Das heißt, du bist schon 19 dann? Genau. Wo man so langsam eigentlich schon höher spielen sollte. Da spielst du aber schon in der 3. Liga, meintest du? Genau, das Team war damals in der 3. Liga, aber auch da habe ich den Sprung zu den Profis dann wieder nicht geschafft. Welche Position hast du da nicht gespielt? Ich war im zentralen Mittelfeld, habe ich gespielt, so ein bisschen der Abräumer, mehr oder weniger. Okay. Ja. Verstehe. Und was ist dein Lieblingsverein gewesen? Boah, das ist die Frage, kriege ich echt oft gestellt, ne? Aber das ist für mich immer super schwierig, weil ich schaue eigentlich einfach gerne Fußball. Ich habe gar nicht so einen Lieblingsverein, wo ich sage, hey, das ist ein Fan, da will ich unbedingt mal ein Trikot von haben oder da habe ich den so Schal. heimatverbunden, Bremen, Hamburg, irgendwas in der Richtung? Gar nichts von Später beiden. München auch nichts? Auch nicht. Nichts. Also wirklich ich bin einfach nur, ich schaue das mal gerne an, auch das ist viel, viel weniger geworden als früher. Ja. Aber ja, einfach ein bisschen Fußball, irgendwie die großen Spiele. Wahrscheinlich bin ich auch mittlerweile eher so der Event-Zuschauer anstatt der Ultra-Fan. Ja, wahrscheinlich same hier. Also ich habe auch Fußball gespielt, da Raum Hannover halt, aber halt relativ niedrig nur von den Ligen her und vom Level her. Hat mega viel Spaß gemacht und hat auch so diese Anfangsträume, Fußballprofi zu werden, aber es war jetzt nie ernsthaft bei mir. Ja, aber den hat ja gefühlt jeder wahrscheinlich in dem Alter. Ja, in Deutschland vor allem so. Ne? Ja, 100%. Okay, wann ist denn für dich dieser Traum gestorben? Hast du da so einen Zeitpunkt, einen Zeitraum, der ganz klar sich definiert oder hat sich das erst schleichend ergeben? Nein, also für mich ist tatsächlich der Traum gestorben, als ich aus Kiel weggegangen bin, wo ich dann auch selber einfach gesagt habe, hey, okay, vielleicht reicht es einfach nicht mehr, wir schauen mal, vielleicht klappt es mit Glück, ich halte irgendwie dran fest, weil es ja dann weiterhin ja auch irgendwie so der Sport war, oder das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt ja auch hatte. Ich habe nur Fußball gespielt und war in der Schule, habe mein Abitur gemacht, aber ich habe nie irgendwie gearbeitet, sondern Fußball war dann mein Nebenjob, so wie viele das ja dann auch in dem Alter machen. Irgendwo Kellner oder so, das war halt bei mir der Fußball. Und dann habe ich auch wirklich für mich entschlossen, okay, gut, jetzt musst du mal irgendwo musst du ja auch mal was mit deinem Leben jetzt machen, wo du vielleicht was findest, was dich interessiert, was dich irgendwie wieder catcht. Und bin dann, und das kann ich bis heute nicht erklären, warum das der Fall ist, wieder nach München zurückgegangen, obwohl ich dort wirklich auch 2-3 Jahre gelebt habe, aber auch nur so 2-3 Jungs hatte vom Fußball damals. Aber irgendwie war das so der Place, wo ich gesagt habe, hey, da zieht's mich hin. Auch wieder nach Hause gefahren, haben meine Eltern gefragt, ja, was willst du jetzt machen? Ich habe gesagt, ja, ich studiere. Wusste damals auch nicht mal annähernd, was ich machen wollte. Ja. Habe gesagt, ja, aber ich studiere in München und ich fahre auch nächste Woche los. Habe mein Auto vollgepackt mit irgendwie ein paar Klamotten und bin dann erstmal beim Kumpel auf der Couch gelandet und habe gesagt, ja, jetzt bin ich da. Und dann habe ich mir ein Studium gesucht und bin so in München gelandet dann. Du schießt schon schnell, ne? Ja, da kenne ich. Für mich ist das haben wir schon kurz erwähnt, für mich ist das kein Problem, sondern ich bin so ein Bauchtyp, weißt du, es fühlt sich gut an, ja, dann mache ich es halt erstmal und wenn es halt nicht ist, dann mache ich das nächste. Voll interessant, ey. Also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, vor allem so in den 20ern. Ich bin auch relativ bauchgefühlmäßig einfach nach dem Abi kurz nach Australien, dann zurück in der Theologie einfach aus dem Bauchgefühl, hey, das ist das Richtige, ich studiere da, nach Frankfurt dann umgezogen und dann auch die Stelle mit München, das ging auch relativ schnell und zackig. Ich glaube, das passiert, also das ist so typisch in den 20ern auch, würde ich mal behaupten. Natürlich charakterabhängig teilweise, aber es ist die Phase, wo man sich viel ausprobiert, wo man Grenzen testet, wo man viel risikobereiter ist als sonst vielleicht im Leben. Würde ich mal behaupten, oder was denkst du? Ja, ich würde auch sagen, man hat eigentlich wenig zu verlieren in dem Alter. Ne? Du hast niemanden, auf den du achten musst. Du bist meistens jedenfalls in dem Alter alleine und kannst deine Sachen packen und Neustart machen oder den nächsten Traum nachjagen. Und ich glaube, irgendwie das sollte man auch so ein bisschen in dem Alter eigentlich tun und danach leben, worauf man Bock hat in dem Moment. Ja, Mann. Aber wie war für dich, das nach München zu gehen? Das würde mich mal interessieren, als mehr oder weniger auch Nordlicht. Ja, bei mir war es so, also München war gar nicht auf dem Schirm auch. Ja, das war wirklich nur durch dieses Praktikum und durch den einen Trip, den ich gemacht hatte, dann, um einen Freund zu begleiten. So, genau, wie du sagst, als Nordlicht
du denkst irgendwie nie dran, in den Süden zu gehen. So Frankfurt ist so das Maximale an südlicher Grenze. So. Und ja, das kam dann eher spontan, ungeplant. Und dann verliebt man sich so ein bisschen wahrscheinlich im Nachgang. Ne? Manchmal ja auch die besten Entscheidungen, die ungeplant. True. Und gleichzeitig ist der Süden Deutschlands schon auch echt schön. Also ich glaube, das kann man nicht, auch als Nordlicht muss man das einfach kann man nicht sagen, so, ne? anerkennen. Im Vergleich gibt es vielleicht nicht so viel zum Vergleichen. Ja, okay, ja. Also ich vermisse auf jeden Fall München und das Surrounding, die Umgebung und so weiter, die Natur ist schon atemberaubend schön, deutschlandweit so, ne? Okay, aber du bist in München jetzt, studierst, lernst eine Lady auch kennen, mit der du immer noch zusammen bist. Ja. Jetzt 7 Jahre, meintest du? Ja, wir gehen jetzt ins 7. Jahr. Ja, das ist crazy. Das ist echt lang. Und genau, schaust dich um, beziehungsweise orientierst dich neu. Wie ist der Prozess dort gewesen für dich? Ja, ich habe ja schon kurz erwähnt, meine Eltern haben dann auch gefragt, ja, was willst du jetzt in München machen? Ich habe gesagt, ja, ich studiere. Dann hat man mal bei Google reingehauen, ja, was gibt es denn überhaupt für ein Studium, als ich dann gesehen habe, Klassiker, ja, ein bisschen mehr. Für mich war das in dem Moment immer noch nicht klar, was willst du eigentlich machen? Für mich war einfach nur so, hey, ich muss irgendwie nach München, irgendwas zieht mich nach München. Bis heute kann ich dir nicht sagen, was es war. Und ich habe dann in München International Business studiert, was ja einfach breit gefächert war und irgendwie eigentlich das BWL nur auf Englisch, so ehrlich muss man ja auch einfach mal sein. Und das war für mich einfach so, okay, das kann ich jetzt mal so ein bisschen anfangen, guck einfach mal, ob es mir gefällt. Ja, habe das dann tatsächlich auch durchgezogen. Ich war dann 6 Jahre in München, das war die längste Dauer, dass ich je an so einem Platz war. Also war das eigentlich schon fast Heimat dann irgendwo. Aber in München ist man dann auch trotzdem kein Münchner, sondern ein Zugezogener, was auch in Ordnung ist. Ja, und dann wirklich 6 Jahre in München Studium gemacht, dann dort Praktika, schon den ersten Job begonnen in einem kleinen Startup und tatsächlich einfach so ein bisschen so dieses Studentenleben genossen und ja, eben meine Freundin kennengelernt, mit der ich heute immer noch happy zusammen bin. Okay. Und warum dann zurück in die Heimat? Ja, ich habe mir eigentlich, und das kann man glaube ich auch mal so offen und ehrlich sagen, auch vielleicht wenn das der ein oder andere hört aus der Heimat, ich habe mir eigentlich immer geschworen, ich gehe nie wieder zurück in die Heimat. Für mich war das irgendwie so, ich war meine Jugend nicht da, ich hatte eigentlich auch keinen Kontakt mehr in die Heimat und hatte dann aber trotzdem das Gefühl, es war ein bisschen eine schwierige Zeit in der Family. Meine Eltern und meine Mom und mein Dad in dem Fall hatten ja ein bisschen Probleme, den beiden psychisch ging es einfach nicht ganz so gut. Und dann stand eben dieses Unternehmen, wo ich ja irgendwie auch mit groß geworden bin, so ein bisschen so, ja, meine Mom konnte es nicht mehr machen, mein Dad ist Orthopäde, hatte da sozusagen eigentlich keine Zeit für, das Studio oder das Fitnessstudio damals von meiner Mom noch mit zu übernehmen. Und irgendwie war das dann so, dass ich auch mit meiner Freundin wir haben viel diskutiert, so hey, wollen wir jetzt wirklich zurück nach Bremerhaven? Ich meine, von München nach Bremerhaven. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das kennt in Bremerhaven, aber so viel ist da jetzt nicht. Ja. Aber irgendwie habe ich das auch, im ersten Moment habe ich es als Chance gesehen, gutes Geld zu verdienen. So ehrlich muss ich einfach sein. Aber im zweiten Moment habe ich es auch irgendwie so betrachtet, okay, ich habe jetzt vielleicht mal die Chance, so all das, was meine Eltern mir ermöglicht haben, so ein bisschen zurückzugeben. So, hey, ich kann da in eine Situation reinspringen, wo meine Hilfe vielleicht gebraucht wird. Und okay, dafür bringe ich halt das Opfer, ich gehe zurück. Aber für mich war auch ganz klar, ich mache es nicht ohne meine Freundin, sondern eben nur als Team. Aber ich gehe dann zurück, spring da rein und verschafft so beiden ein bisschen Platz für sich selber, den sie in dem Moment einfach gebraucht haben. Und bin dann tatsächlich auch wieder einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe dann mit meinem Dad viel diskutieren müssen. Mein Vater war da, wollte schon auch, dass ich das ernst nehme und hat halt wahrscheinlich gedacht, ja, der Junge kommt jetzt mal, macht das ein halbes Jahr und dann hat er keinen Bock mehr. Ich sag mal, von mehreren Business-Präsentationen, die ich ihm halten musste, dann über Zoom. Echt? Wo wir dann in rege Diskussionen verleitet sind, wie ich mir das vorstelle und auch mal gesagt bekommen habe, ja, also so ein 14-Stunden-Tag, der wird schon erwartet, wenn ich das jetzt mache.
um im Nachhinein jetzt einfach auch nur nochmal, glaube ich, war einfach so, hey, nimm das ernst, wenn du das machst, mach das mit 100%. Aber für mich, ja, ich habe dann gesagt, okay, gut, dann werde ich halt jetzt von meinem ersten Job, überspringe ich gleich mal ein paar Steps und werde halt einfach Geschäftsführer, dann ist das jetzt so. Und dann mache ich das. Und ich hatte auch irgendwie zu Beginn gar keinen Schiss, einfach diese Aufgabe anzunehmen. Und bin dann aus dem Grund sozusagen ins Family Business eingestiegen. Verrückt, verrückt. Wir machen kurz da eine Pause und gehen mal ein bisschen zurück. Du hast schon angesprochen, zurückgeben, was deine Eltern dir ermöglicht hatten. Du hast gesagt, du kommst aus einem guten Elternhaus, dir wurde viel dadurch eben ermöglicht, ne, mit Internat und so ist ja alles privat gewesen. Was ist dein Bezug zu Finanzen, zu Geld, zu diesem Thema, deinen Eltern was zurückzugeben, all das? Was ist da so deine grundlegende Überzeugung oder wie sind deine Prinzipien dort aufgestellt? Ja, also ich komme aus einem sehr, sehr guten Elternhaus und hatte, habe ich ja wirklich erwähnt, jegliche Möglichkeiten. Aber für mich war es immer klar, hey, ich will das alleine schaffen. Ich will allen zeigen, ich will meinen Eltern zeigen, so hey, vielen Dank für die ganze Unterstützung, aber schau mal, ich kriege das alles alleine hin. Ja. Und das ist auch immer weiterhin noch so bei mir das Ding. So, ich will selber sozusagen mir was aufbauen für mich, für meine Family dann später und zu sagen so, hey, ich bin jetzt nicht einfach nur ins gemachte Bett gegangen, sondern ich bin einfach von null an, habe mich da durchgeboxt, habe harte Zeiten mitgemacht, habe gelitten, aber bin jetzt da, wo ich irgendwo hin will. Deswegen war immer so das Thema Geld ja schon so ein Thema, wo es mir ganz, ganz schwer gefallen ist, da um Hilfe zu bitten. Und das ist heute auch immer noch so, weil ich will mir, glaube ich, auch selber beweisen, hey, Junge, du hast was drauf, du kannst schon was aufbauen und brauchst dann nicht immer nur Mama und Papa, was manchmal aber auch natürlich wahrscheinlich der einfache Weg wäre, aber ich glaube, der einfache Weg ist für mich nicht immer der gute Weg. Warum glaubst du, hat sich diese Charaktereigenschaft bei dir gebildet? Ist ja nicht selbstverständlich. Viele würden die Sachen dann als selbstverständlich nehmen und sagen, okay, hey, es sind halt meine Möglichkeiten, ist mein Kontext, ist mein Umfeld so. Und deswegen nutze ich das nicht schamlos, aber vielleicht, ich lebe einfach darin und du bist eher vom Gegenteil gepolt her und sagst, hey, jetzt erst recht nicht gefühlt, sondern ne, ich möchte das beweisen oder ich möchte zeigen, dass ich nicht ins gemachte Nest gehe. Woher kommt das? Ja, für mich war immer so, ich habe viel so die Story von meinem Oma und Opa halt mitgekriegt. Mein Opa hat damals selber eine Firma aufgebaut, die es heute immer noch gibt. Wird mittlerweile von meiner Tante und meinem Onkel geleitet und meine Cousinen und mein Cousin sind auch dabei. Also auch ein cooles Family-Business. Der wirklich in der Garage angefangen hat und halt mittlerweile ist es ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, halt echt von 0 bis 100 da durchgegangen ist. Und irgendwie war das auch für mich so irgendwie so ein Vorbild und habe da einfach gesehen, hey, das ist genial, wenn man einfach selber am Ende zurückschaut und sagt, hey, schau, das habe ich aufgebaut. Das war auch beim Fußball wahrscheinlich im Nachhinein auch immer das Gleiche, so hey, damit kann ich finanziell allen zeigen, dass ich was auf die Kette gekriegt habe und nicht einfach in den Tag hineingelebt habe, sondern hey, wirklich, ich hatte ein Ziel und ich ziehe das auch durch und das ist einfach über die Jahre so entstanden. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso das so ist und warum ich mir auch vielleicht ein bisschen schwer tue, aber für mich ist es einfach super wichtig, mir selbst, aber auch, ich glaube, meiner Family und meinen Freunden zu zeigen, hey, ich kann was aufbauen, wenn ich das wirklich will und dann mache ich das auch. Okay, das heißt, die Generationen davor sind schon alle so Richtung Selfmade und ich sag mal von der alten Schule, ja? Okay, verstehe. Ist dein Bruder ähnlich unterwegs oder ist der anders drauf? Oh, da bringst du mir jetzt aber auf ein ganz schwieriges Thema. Nein, nee, ich glaube schon, mein Bruder ist ähnlich. Der hat auch Bock, was zu kreieren. Der ist auch einfach so, geht vielleicht einen anderen Weg, was auch vollkommen in Ordnung ist eher so der kreative Typ, das, was ich zum Beispiel einfach auch nicht bin. Aber auch da hat ein eigenes Restaurant aufgebaut, mit Freunden zusammen. Also ist auch so in diese Mentalität rein, hey, wir müssen was tun und ist auch nicht so, ja, Mama, Papa, wir brauchen mal ein bisschen Geld und jetzt lass uns mal in den Urlaub fliegen. Nee, so sind wir einfach nicht und das wurde uns auch von immer
mitgegeben. Und meine Eltern hatten auch nicht immer nur rosige Zeiten, dass alles top war, aber halt immer gesagt, hey, wenn man arbeitet, dann kann man sich auch am Ende irgendwas leisten für sich selber. Und das ist auch so bei uns einfach mit in Fleisch und Blut eingegangen. Sind Sie sehr streng mit euch gewesen? Streng weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass sie schon wollten, dass wenn wir was machen, dass wir es auch vernünftig machen. Wir wurden die Business-Präsentation. Als Beispiel. Das höre ich zum ersten Mal schon noch. Es gibt einige lustige Stories, die ich da erzählen kann, die mir in dem Moment gar nicht schlimm vorgekommen sind. Aber ja, doch, es war schon so, dass wir... schlimm ist es nicht, das meinte ich nicht. Sondern Nein. Der Papa nimmt es auch ernst und kitzelt es so heraus. Ne? Also dieses Verantwortungsbewusstsein, ist da wirklich was da? Ich will von dir, weißt du, was sehen so. Interessant. In den Momenten habe ich es nie irgendwie schlimm aufgefunden. Für mich war das irgendwie fast normal, weil wir immer so diesen auf der Ebene auch diese Unterhaltung hatten und gesagt, okay, wenn du jetzt was willst, dann mach das 100%, sonst lass es und verschwende nicht die Zeit. Und das ist, glaube ich, mit streng schon so ein bisschen verbunden, aber auch, wir hatten eine super Kindheit. Wir hatten wirklich alles, wir hatten einen mega geilen Garten, wo wir alles umflügen durften, ohne dass Mama gemeckert hat, die Blumen kaputt schießen. Da gab es nie irgendwas. Also ich glaube, es war so eine coole Balance zwischen bestimmt, aber auch, hey Jungs, komm, lebt einfach und macht coole Sachen. Okay. Gut, so du bist jetzt zurück in der Heimat. Und dieses Kapitel öffnet sich jetzt mit Geschäftsführer sein, relativ neu oder in der Szene, nicht so viel Vorerfahrung gehabt. Ja, gar keine. Okay, wie hast du dich dort gemacht? Also jung und naiv, würde ich mal sagen, war das. Du bist 25? 24? Genau, ich bin 24 gewesen, also kurz vor 25, als ich dann wirklich dieses Amt Geschäftsführer, Gesellschafter. Mal uns kurz mal auf, was ist die Verantwortungsgröße gewesen? Genau. Was ist genau das Business gewesen und wie viele Mitarbeiter? Zu dem Zeitpunkt waren es, ich würde sagen, knapp 30 Mitarbeiter. Es war ein Fitnessstudio und eine Physiotherapie, die angrenzend war. Und mein Vater eben als Orthopäde mit im Haus. Und als ich begonnen habe, war es auch so ein gutes Fitnessstudio in einer Kleinstadt. Aber irgendwie war für mich irgendwie so klar, das kann irgendwie noch nicht alles sein. Das kann nicht so die Vision und der Ausblick sein, dass wir hier nur ein Fitnessstudio machen, sondern wir müssen da vielleicht viel, viel mehr draus machen. Und habe echt viel mit meinem Dad zu Beginn darüber gebrainstormt, weil der auch so ein Tüftler, so never ending und immer weiter, immer mehr, so eine Mentalität hat. Und wir haben uns dann tatsächlich einfach dazu entschieden, aus diesem Fitness, Physiotherapie und Orthopädie halt einfach wirklich ein Gesundheitshaus zu machen, wo wir einfach die Gesundheit fördern. Und sind mittlerweile, jetzt mache ich das knapp 3 Jahre dann bald, auf 60 Mitarbeiter gewachsen und haben in der Zwischenzeit aus 2 Unternehmen 6 gemacht, die wir dort in einem Haus vereinen, um eben das Thema Gesundheit ganzheitlich zu betrachten und auch zu tackeln, so dass, egal in welcher Lage, du bist gerne herzlich eingeladen, Son, in dem Moment, du zu uns kommst, immer das passende Angebot findest. Ah, krass. Also ein Gesamtpaket, ein Allround Service sozusagen, ja. Okay. Nimm uns rein. Was sind die Anfänge gewesen? Worin hat sich deine Naivität gezeigt? Wo bist du vorschnell gewesen? Wo hat aber deine frische Perspektive extrem geholfen? Was sind deine Learnings gewesen? Ja, ich bin an alles rangegangen, was es irgendwie gab. Also ich bin rein und habe gesagt, okay, wir müssen das grundsätzlich ändern. Das ist irgendwie kein modernes Unternehmen. Das ist irgendwie nicht nachhaltig aufgebaut. Das sind keine klaren Strukturen. Wir wollten aber auch irgendwie eine flache Hierarchie schaffen. Zu Beginn hatte ich viel, viel Kontakt mit meinem Dad, wo wir uns viel ausgetauscht haben. Und haben dann halt gesagt, okay, was machen wir jetzt? Was ist der erste Step? Für uns war so der erste Step, hey, wir wollen von neu starten. Wir wollen ganz Bremerhaven in dem Fall und der Region auch zeigen, dass jetzt hier ein anderer Wind weht und wir wirklich was Großes aufbauen wollen. Und tatsächlich war die
ja, die ersten großen Fehler, die ich natürlich gemacht habe, waren mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team in dem Sinne. Ich hatte keine Ahnung, wie ich eigentlich führe. Ich habe alles aus dem Bauch rausgeschieden, habe gesagt, okay, wir brauchen Leute, her damit, junge Leute. Auch manchmal vorschnell gehandelt, gesagt, ja, kriegen wir alles hin, machen wir. So dieses Nein sagen, es war super schwer am Anfang. Aber auch klare Ansagen irgendwie zu geben, wo jeder mit klarkam und was jetzt nicht vielleicht. Es ist ja auch mal so das Problem, oder da habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, hey, wenn jetzt so ein 24-Jähriger einen 40-Jährigen sagen muss, was er zu tun hat, ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen so ein kritisches Thema. Ja. Ne? Und ich bin da aber halt einfach blauäugig rangegangen, habe gesagt, okay, wir machen das jetzt so und dann machen wir es halt auch so. Und jeder, der mir so ein bisschen im Weg gestellt hat, habe gesagt, ja, warum stellst du dich jetzt in den Weg? Mach mit oder lass es. Und habe aber auch gar nicht so gut zu Beginn begründet, dieses Why, warum machen wir das jetzt eigentlich? Hey, was ist meine Vision? Ich habe die gar nicht gut abgeholt. Ich sag mal so, das war mal so die ersten 3 Monate. Aber ich habe tatsächlich, und das sage ich heute auch, wenn mich jemand fragt, die ersten 1,5 bis 2 Jahre nur ums Überleben gekämpft, eigentlich mit mir selber auch und dieser Verantwortung. Ja, aber wie gesagt, nochmal kurz zurückzuholen, haben dann gesagt, okay, wo starten wir? Wir starten mit einem neuen Namen. Dann haben wir gesagt, gut, das Unternehmen, was jetzt seit 30 Jahren besteht, ja, dann ändern wir halt mal den Namen. Okay, gut. Mein Vater hat das alles abgenickt, hat gesagt, ja, ich bin an Bord, wenn du meinst, das ist der richtige Schritt. Also hat mir da auch echt viel Freiraum dann gelassen, als ich dann da war. Ja. Auch nicht selbstverständlich. Genau, und zusätzlich zu dieser Business-Präsentation, klar, da wusste er, okay, ich nehme das vielleicht doch ein bisschen ernster. Das weiß man ja auch nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann branden wir um. Dann machen wir das jetzt alles neu. Wir holen Unternehmen dazu, haben dann noch ein Yoga-Studio gegründet, haben aus einer Saunalandschaft, die es bei uns gibt, eine Sauna mit einem Bistro gemacht, wo wir noch ein Restaurant, ein kleines reingebaut haben. Und haben das Ganze einfach versucht, ganzheitlich zu betrachten. Da haben wir gesagt, ja gut, ich habe so ein bisschen auch Marketing im Studium gehabt, BWL, klar, es sind so ein paar Basics mal dabei. Das kriege ich schon hin, habe ich dann gesagt. Das macht euch keine Sorgen, ich habe voll den Plan, der vielleicht im Nachhinein auch, irgendwo war so eine Vision schon da, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich wirklich den Masterplan hatte und gesagt, okay, das sind die Steps, die müssen wir machen, sondern es war wieder der Bauch, der dann entschieden hat und gesagt, ja, was ist der erste Step? Okay. Was sind so die Drivers gewesen, sage ich mal, wo du sagst, okay, das ist der Grund gewesen, warum du in der Größenordnung geträumt hast, warum du Sachen verändern wolltest und nicht einfach erstmal managst, sage ich mal. Was glaubst du, sind so innere Treiber und Motivationshintergründe vielleicht gewesen? Ja, für mich war irgendwie so, ich will nicht der Sohn sein, der jetzt hier einfach ins Unternehmen springt und einfach alles so weitermacht, wie es ist. Ja. Zumal vielleicht auch nicht alles gut war, so wie es war. Und habe dann halt einfach für mich einfach entschlossen, okay, wenn das jetzt hier wirklich zu meinem Unternehmen werden soll, wo ich Chef bin in dem Sinne, da muss es auch so sein, dass ich gerne meinen Namen darunter setze. Und das war es in dem Moment einfach nicht. Und das war so meine Motivation dahinter, zu sagen, okay, ich habe im Kopf eine Vision und hatte ja auch durch die Business-Präsentation eine Vision aufgezeigt. Schnell zusammengeschrieben. wo es hingehen soll. Ja. Und da ordne ich jetzt alles unter und das ziehe ich durch und ich glaube daran, dass das was ist. Und ich glaube auch, dass das Thema Gesundheit, und da bin ich auch heute noch von überzeugt, ein super wichtiges Thema ist. Gut, was natürlich keiner ahnen konnte, dass ich in dem Zeitpunkt mit Corona eingestiegen bin und wir erstmal 7 Monate geschlossen hatten. Stimmt, ganz vergessen, ja. Ja, das habe ich dann tatsächlich auch unterschätzt. Das heißt, genau 2020? Ja. Wow. Also ich bin tatsächlich in dem Lockdown Geschäftsführer geworden und habe dann vor verschlossenen Türen gestanden und habe gesagt, ja, schön, dass ich jetzt da bin. Verrückt, okay. Wie zeigen wir denn den Kunden, dass ich jetzt da bin? Ja. Naja, also so war mal mein Start. Also es war einfach für mich klar, das muss mein Unternehmen werden, das meine Handschrift tragen und nicht das von meinen Eltern, sondern ich mache das anders. Ich habe eine andere Idee dahinter und ja, da bin ich auch total dankbar für, auch umsetzen und habe da sämtliche Rückendeckung bekommen. Trägt dich das weiterhin oder hat sich das verändert mit der Zeit? Ich will meinen eigenen Stempel mit draufsetzen. Nee, das ist immer das, was ich sage. So, das versuche ich auch mittlerweile mehr ins Team zu bringen. Es muss so sein, dass wir alle gerne unseren Namen da drunter schreiben und am Ende sagen, hey, wir stehen hinter dem, was wir hier tun, weil ich glaube einfach, das sage ich immer, das ist so ein Spruch aus dem Vorstellungsgespräch, den ich immer bringe, hey, 40 Stunden, nehmen wir jetzt mal an, dass du 40 Stunden arbeitest, man macht nicht viel mehr
als 40 Stunden arbeiten die Woche. Es gibt nicht so viele Dinge, wo man mehr Zeit verbringt und Zeit investiert. Dann lass uns das doch auch richtig machen und lass uns das doch so machen, dass alle hier super stolz jeden Tag rausgehen und reinkommen und sagen, hey, ich bin total happy, Teil dieser Reise zu sein. Ja, das ist schon weiterhin so, was mich nach vorne bringt und was auch manchmal ja auch einem ein bisschen zum Verhängnis werden kann. Wir steigen da nochmal später drauf ein, das ist sehr, sehr spannend. Aber davor nochmal, okay, du bist drin, hast du gesagt, du verbrennst dich hier und dort. Wie ist denn die Reaktion gewesen der Leute? Ein junger neuer oder Sohn vom Geschäftsführer übernimmt jetzt den Laden, ne, sprudelt nur so über von wilden Ideen und Gedanken und will alles verändern und alles ist bisher falsch gelaufen sozusagen. Da hast du natürlich unterschiedliche Reaktionen da. Ja. Nimm uns da mal ein bisschen rein. Ja, es war total durchwachsen, ne? Ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob sich wirklich überhaupt jemand gefreut hat, dass ich jetzt da bin. Das wäre mal interessant zu wissen, in dem Moment, oder ob sie gedacht haben, ach du heilige Güte, jetzt kommt da so ein junger Typ, so wie du es gesagt hast. Wahrscheinlich hätte ich selber auch so gedacht. Ich hatte tatsächlich, oder mein Dad, bevor ich angefangen hatte einen früheren Kumpel von mir, mit dem ich in der Jugend irgendwie groß geworden bin, tatsächlich schon eingestellt. Und das war so mein Buddy, mit dem ich mich dann auch gleich gut verstanden habe und gesagt, okay, du kommst, wir beide machen das jetzt zusammen und da wenigstens habe ich schon mal einen, der so ein bisschen auf meiner Seite ist und dem ich vertrauen kann. Hey, aber sonst war das echt krass durchwachsen. Also ich hatte auch echt am Anfang viel Stress mit dem Team, mit Mitgliedern aus dem Team, die wir machen das aber schon immer so, war immer das Motto von vielen. Und das war für mich total schwierig zu verstehen, weil ich aus so einer Stadt wie München, wo viele Startups sind, viele von meinen Freunden in irgendwie jungen, dynamischen Unternehmen gearbeitet habe, wo immer schneller, weiter, neu, wo das einfach so zur Tagesordnung gehörte. Und das war für mich irgendwie so, boom, da habe ich das erste Brett gekriegt, wo es dann hieß, nee, wir machen das nicht anders. Und wenn du jetzt meinst, hier einen auf den Macker zu machen, dann zeigen wir dir einfach mal die kalte Schulter. Wir sitzen ja hier hoch und trocken, weil es sind auch viele Leute bei uns, die sind schon 15, 10, 20 Jahre da. Und für die war das natürlich auch schwierig, sich dann nochmal so anzupassen, weil ich es wahrscheinlich auch nicht einfach geil, transparent und transferiert gekriegt habe an alle. Ich glaube, natürlich bin ich heute auch immer davon überzeugt, dass man nie immer alle von einer Vision begeistern kann und dass es auch manchmal nicht zu dem passt, was sich jeder privat vorstellt. Ist auch in Ordnung. Aber das war für mich so echt auch so ein richtiger Dämpfer. Das war so das erste Down, was ich dann erlebt habe. Ey, irgendwie sind die gar nicht alle so happy, dass ich hier bin, sondern ich habe mit richtig viel Widerständen zu kämpfen und eher so, ja, du hast keine Ahnung, wir machen das schon immer so, wir waren immer erfolgreich. Erfolgreich kann man ja auch auf viele Ebenen definieren dann. Ja, und dann war das so die Welcomes-Phase war dann wirklich mit kritischen Gesprächen, mit Diskussionen mit irgendwelchen Mitarbeitern, die mich nicht akzeptieren wollten, die vielleicht auch einfach keinen Zugang. Also mir wurde nichts geschenkt, so ehrlich muss man schon mal sein. Wobei man auch dazu sagen muss, in dieser Phase mein Vater hat sich mehr und mehr zurückgezogen, weil es ihm auch gesundheitlich nicht so ganz so gut ging und ein bisschen Zeit für sich gebraucht hat. Was in dem Moment natürlich für mich noch eine größere Challenge wurde, weil ich mich behaupten musste vor einem 40-Jährigen, der vielleicht schon 10, 15 Jahre im Unternehmen war und der mir mal zeigen wollte, wie es eigentlich wirklich richtig ging, aber ich ja total besessen davon war, alles zu verändern. Ja. Und das war echt eine richtig taffe Zeit, wo ich auch echt viel nach Hause gefahren bin und zu meiner Freundin gesagt habe, ey, ich weiß gar nicht, was immer das Problem ist hier. Andauernd meckern die über Neues und Neues ist alles scheiße und es wird sowieso nichts. Und so habe ich mich halt so durch die ersten Monate irgendwie durchgeboxt und auch diese Vision gehabt, ich muss mein Team aufbauen. Ich muss die Leute haben, die hinter mir stehen, denen ich vertraue, die mir Rückendeckung geben, weil es geht nur gemeinsam, so ein Projekt, was wir hier vorhaben. Das geht nicht ich alleine gegen den Rest, aber war natürlich schon in so eine Situation verfallen, wo ich sage, ich mache alles alleine, komm. Macht ihr alle einfach, seid einfach nur da, ich mache den Rest einfach alleine. Kenn ich. Sei es Trainingsgeräte geschleppt und die umgestellt, es war mir alles egal. Ich wollte einfach nur dieses Unternehmen so aufbauen, wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte. Boah, ich fühle voll mit, ich kenne das. Eine ähnliche Situation bei mir, vielleicht anderer Kontext mit der Kirche, aber es ist theoretisch eine Gruppe an alten Senioren gewesen in München. Die Kirche, die haben wir dann übernommen. Und jetzt ging es ums Umstrukturieren. Also
eine junge Erwachsenenarbeit aufzubauen und dann hast du aber erstmal 15, 20, 30 ältere Leute da sitzen und die nicht verstehen, was du von ihnen möchtest und die du auch nicht gut mitnimmst, wie du sagst, und wo du einfach gefühlt von einem ganz anderen Planeten jetzt redest. Und diese Prozesse zu leiten auch noch als Jungspund, der gefühlt dann fast keine Erfahrung hat und eher wie ein Träumer wirkt, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, weil man auf viel Frustration dann trifft und Widerstand. Wie bist du denn da in diesen Konfliktlösungen oder in den Konfliktsituationen umgegangen? Was hast du als Lösung für dich gefunden? Also ich habe mich verbrannt, das weiß ich, immer wieder mal. Aber was hast du da gemerkt? Wo hast du vielleicht eigene Schattenseiten auch in dir entdeckt in diesen herausfordernden Situationen? Ja, wie habe ich reagiert? Das war immer unterschiedlich. Ne? Das war auch ein bisschen tagesformabhängig. So wie gestresst war ich, wie überfordert war ich an dem Tag schon. Und hatte ich jetzt überhaupt noch einen Platz sozusagen dafür, mich mit irgendeinem Mitarbeiter rumzustreiten? Es war wirklich ein Streitgespräch. Bist du emotional gewesen, sehr viel? Oder? Nee, das ist bei mir, da habe ich kein Problem mit. Also ich kann, was Emotionalität ist, kann ich super separieren. Das war für mich keine große Sache. Nach außen hin natürlich. Aber als ich dann in mein Auto gestiegen bin und nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, Alter, ich kann das auch, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß einfach nicht, wie ich die anpacken soll. Ich versuche die ganze Zeit einfach nur hier was nach vorne zu bringen. Und die wollen und wollen nicht und die sagen, alles ist scheiße. Wie ich reagiert habe und auf manche Sachen bin ich stolz, dass ich es einfach durchgezogen habe, auf manche Sachen auch weniger stolz, weil ich glaube ich einfach nicht mir selbst treu geblieben bin, sondern ich dann auch irgendwann einfach gesagt habe, okay, hey, wir müssen die Reißleine bei dem einen oder anderen ziehen, weil das einfach nicht funktionieren wird. Ich muss so viel Energie dort verschwenden, in dem Moment wirklich verschwenden, weil ich auch wenig hatte einfach, weil ich so viel zu tun hatte. Und ich muss einfach jetzt vielleicht 1, 2 Störenfriede tatsächlich, Störenfriede ist auch mal ein hartes Wort, austauschen. Und das habe ich dann auch versucht, einfach so ein bisschen härter durchzuziehen, wo ich natürlich nicht auf alles so wirklich stolz bin, aber ich am Ende dann auch gesehen habe, okay, du musst es für dich machen, du musst es auch für dich durchstehen, du musst es vielleicht auch fürs Team machen und dem Team dadurch auch zeigen, hey, ich bin Geschäftsführer, ich nehme das hier wirklich ernst. Leute, mit mir könnt ihr jetzt nicht jedes Spielchen hier abziehen und sich so ein bisschen behaupten. Und ich glaube, das war ein wichtiges Learning, auch als junger Geschäftsführer mal solche Erfahrungen zu machen und nicht alles läuft nur geradeaus und jeder ist super happy, dass er da ist, sondern wirklich auch mal so zu eskalieren. Ich meine, wenn du dann mit einem 40-Jährigen wirklich eskalierst und der sagt ja und da rumschreit, schmeiß mich doch raus und da auch natürlich auch cool zu bleiben und irgendwie zu sagen, ja, ich will weiterhin hier an dieser Vision festhalten. Das war schon hart, weil du dir auch denkst, so, hey, können wir nicht einfach uns an den Tisch setzen und einfach drüber sprechen und einfach sagen, was ist die Lösung? So, okay, du hast doch auch keinen Bock mehr, mit mir zusammenzuarbeiten, weil es vielleicht einfach auch für dich nicht passt, was ich sage, was ja auch okay wäre. Auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so dass das sehr ich-bezogen oftmals ist und gar nicht so, ja, okay, dann suche ich mir halt was anderes und mach mein Ding. Ich will ja auch happy sein. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht gegeben. Krass, und das musste sich schlagartig ändern, damit einfach so dieser Push auch weitergehen konnte. Was hat sich verändert? Ich glaube, ich habe mich tatsächlich viel verändert. Ich hab einfach richtig schnell dazugelernt. Ich habe verstanden, dass auch nicht mit jedem einfach immer so, ja, würdest du mal, könntest du mal gesprochen werden muss, sondern ich glaube, dass ich auch einfach für mich ja irgendwann so diesen Schalter umgelegt habe, okay, du bist Chef, du musst jetzt wirklich sagen, mach du das, ich brauche das von dir. Hast du ein Problem, wenn du damit ein Problem hast, so dann sag's jetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, als dann, das hört sich jetzt vielleicht auch hart an für den einen oder anderen, aber als 1, 2 Leute dann auch nicht mehr vor Ort waren, lief es halt auch einfach besser. Also das ganze Team ist ein bisschen aufgeblüht und wir haben junge, neue Leute dazugekriegt, die Bock hatten auf diese Vision, die vielleicht auch mir eine Chance gegeben haben. Hey, viele waren in meinem Alter, die ich eingestellt hatte. Das ist auch so ein Thema, okay, junger Chef, die haben davor alle einen Job gehabt und jetzt ist da einer, der meint jetzt zu wissen, wie es geht, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Es hat sich einfach viel geändert, dass ich verstanden habe,
dass man nicht jeden ändern kann. Und dass es nicht nur an mir liegt, sondern dass immer beide Seiten dazugehören. Aber ich auch nicht beeinflussen kann, was mein Gegenüber aus einer Situation macht. Das war so der Anfangsprozess, wo es für mich dann Klick gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das gleich erlebt hast, vielleicht mit der Kirche. Doch, sehr, sehr ähnlich. Also, wie du sagst, es gibt immer einen Prozentteil an Menschen, an Leuten im Team oder in der Gruppe, die partout nicht mitgehen wollen. Und das ist einfach normal und natürlich. Da scheiden sich dann die Wege, hoffentlich irgendwie im Guten, sodass nichts, wenn nicht der große Krieg irgendwie losgebrochen wird, so. Aber dieses Mitnehmen, Leute versuchen zu gewinnen, ist alles, was du tun kannst. Und da musst du dich verändern als Leiter, als Geschäftsführer, als Verantwortungsträger. Aber du kannst nur bis zu einem gewissen Grad Menschen mit versuchen zu gewinnen. Am Ende des Tages ist es immer noch ihre Entscheidung, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und das liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann musst du sie auch so akzeptieren. Oder bleibt dir nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Und so habe ich das auch halt in diesem ehrenamtlichen Kontext auch lernen müssen, dass selbst wenn ich mir die größte Mühe mache, alle mitzunehmen und das gut zu leiten, dass es dann nicht ein automatischer Spiegel ist, wenn Leute dann trotzdem Nein sagen, genau, zu dem, was ich da versucht habe eben zu tun. Also, verstehe schon, was du meinst, glaube ich. Okay, gut. Es ist einfach nur wichtig. Ich glaube, es ist einfach auch für einen selber wichtig, zur Entscheidung zu stehen am Ende des Tages. Und ich will gar nicht sagen, dass ich alles prima gemacht habe und dass ich wahrscheinlich das super übermittelt habe, was ich jetzt hier so vorhabe. Das, hey, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich viel Stuss erzählt und einen auf dicke Hose gemacht. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach, wie du sagst, so, man kann nicht jeden von seinem Glück überzeugen, weil vielleicht ist es nicht sein Glück und das ist auch in Ordnung. Ja. Genau, also wenn man selbst versucht hat, das Beste zu wollen für alle Parteien, dann glaube ich, hat man damit seine Verantwortung abgegolten. Genau. Und dann ist es nur noch eine Sache von, okay, ist die andere Partei genauso willig, das so zu machen oder eben nicht? Und dann scheiden sich vielleicht hier und dort die Wege. Aber voll interessant, ja. Okay, du bist jetzt Mitte 20, 25, 26, bis jetzt im 3. Jahr meintest du, okay, was hat sich für dich weiterhin noch verändert? Oder eine andere Frage mal. Ich habe bemerkt in meiner Reise, vor allem als junger Leiter, in so einem Kontext mit viel Verantwortung, dass immer wieder an so Abenden, wenn viel Frustration da war oder wenn vieles gerade in dieser Season nicht so gut läuft, dass ich das Gefühl hatte, nicht ein Gegenüber zu haben, mit dem man darüber sprechen kann, der das auch versteht. Hast du das auch empfunden? Weil meistens, selbst wenn jetzt im Team jemand dir sehr nahe ist und auf deiner Seite in Anführungsstrichen steht, ist er trotzdem Teil des Teams, aber nicht in der Verantwortung für das gesamte Team. Ne? Und da habe ich immer wieder gemerkt, mir fällt es richtig schwer, mit jemandem mich auszutauschen oder zu connecten, weil ich das Gefühl habe, niemand versteht mich. Hattest du das auch? Ja, ich habe das ja schon kurz erwähnt, so mit diesen 2 Jahren Leben am Limit, wo ich jeden Abend so nach Hause komme, was du gerade erzählt hast. Weil ich habe immer so auf dieses Lob vom Team gewartet und gesagt, hey, das ist total cool, was du da machst, das ist mega geil, schön, dass du da bist. Wir feiern dich als unseren Held. Ey, Traum, du hast es echt hier alles so viel besser gemacht. Ja. Aber natürlich kommt das nicht so, ne? Es wurden natürlich immer nur die negativen Sachen gesehen. Hey, aber ich bin, und tatsächlich, das muss man vielleicht auch in dem Kontext einfach mal erwähnen, meiner Freundin total dankbar einfach. Die hat mich echt durch diese taffe Zeit richtig, richtig krass durchgepusht, mir viel Sicherheit gegeben und auch so Selbstsicherheit am Ende des Tages, um jeden Tag wieder aufs Neue hinzufahren. Und wir haben echt viele coole Gespräche gehabt und ich habe auch viel Akzeptanz da von ihr erfahren. Und das war immer so, sie war so ein bisschen mein Sparringspartner dann, wo wir uns ausgetauscht haben, wo ich ihr meine Ideen erzählt hat und sie das natürlich sie ist Angestellte im Angestelltenverhältnis, hey, das auch viel besser dann auch nochmal aus der Seite betrachtet hat. Und das hat mir tatsächlich
bei vielen Entscheidungen echt geholfen. Und vielleicht muss ich an der Stelle auch mal sagen, dass ich auch vielleicht 1, 2 Entscheidungen einfach übernommen habe, so wie sie es vorgestellt hat. Danke an der Stelle, Lotte. Ja, genau. Schöne Grüße. Nein, das war schon eine taffe Zeit für uns, auch als Paar, so das irgendwie durchzuziehen. Ich meine, sie ist für mich mitgezogen, aber hat mir so viel Rückendeckung gegeben, sodass ich eigentlich gesagt habe, ey, okay, ich kann das hier rocken und ich mache das vielleicht alles gar nicht so scheiße, wie die jetzt alle tun. Die brauchen vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Und so bin ich dann auch tatsächlich jeden Tag wieder hin. Okay, krass. Wie hat sie denn die Zeit wahrgenommen? Hat sie das nochmal gespiegelt vielleicht in letzter Zeit, oder? Ja, sie hat das auch schon so. Es war für mich eigentlich, es war nur der Job. Ich bin abends nach Hause gekommen, dann haben wir noch mal was zusammen gegessen. Ich wollte aber auch meistens gar nicht mehr reden, weil ich ja den ganzen Tag irgendjemandem was erzählen musste, was er wie machen soll. Ohne dass ich selber Plan hatte, so richtig. Das Beste. Ja, genau, das war immer super. Sprich, ich musste mir die ganze Zeit irgendwie in so eine Rolle schlüpfen und war super ausgelaugt. Ich glaube, für sie war das echt auch eine taffe Zeit. Wir sind dann nicht nach Bremerhaven gezogen, da wo ich ursprünglich herkomme, sondern 60 Kilometer weiter nach Bremen. Weil ich mir ja auch irgendwo mal geschworen hatte, ich gehe nie wieder zurück nach Bremerhaven. Ne? Das war so mein Kopfding. Schwur treu geblieben, ja. Dann fahre ich halt jeden Tag eine Stunde. Und sie war natürlich super, hat nur im Homeoffice gearbeitet und war eigentlich die ganze Zeit alleine zu Hause. War weiterhin angestellt im Unternehmen in München und saß mehr oder weniger wirklich von morgens bis abends, bis ich nach Hause gekommen bin, in der Wohnung und hat mehr oder weniger auf mich gewartet. Ich glaube schon, dass für sie eine super taffe Zeit war und wir haben auch viel darüber gesprochen, auch eine sehr einsame Zeit dann irgendwo, weil ich vielleicht nicht der Partner gewesen bin, den man sich für so ein Change dann irgendwie gewollt hätte, den man gebraucht hätte, wo man sagt, hey, wir tackeln das zusammen, wir machen irgendwie schöne Dinge, wir erleben die Stadt, weil ich sag dir ehrlich, wie es ist, wenn ich Freitagabend aus dem Büro gefallen bin, dann bin ich noch auf die Couch, habe den Fernseher angemacht und das war mein Wochenende auch. Also es war keine Energie für diese Beziehung eigentlich da, aber sie hat sich da eigentlich krass untergeordnet und hat gesagt, okay, wir haben das zusammen entschieden als Team und das ist immer so unser Motto, wir sind halt ein Team, wir halten da zusammen und wir machen das auch zusammen und das war sicherlich keine leichte Zeit für sie. Sie war weit weg von zu Hause, keine Family, keine Freunde, sondern nur wir beide. Komplett nur ein neues soziales Umfeld eigentlich, das man sich aufbauen muss erst in der Zeit. Genau, und wenn du dann keinen Job hast vor Ort, wo lernst du Leute kennen, wir sind keine Studenten mehr, sodass man abends auf dem Dienstagabend in der Kneipe dann die Leute kennenlernt. Und wir hatten mehr oder weniger dann diese 1,5 Jahre, die wir dort in Bremen gewohnt haben, nur uns. Und, was hat euch durchgetragen? Ich glaube, das Team. So, hey, wir sind zusammen und Lotte ist eine super positive Person und die mich auch immer wieder kitzelt, was so Gespräche angeht und einfach auch so ihre Emotionen rauslässt. Ich glaube, das hat uns eigentlich echt da durchgeschleppt und auch einfach, dass sie kein Problem hatte, in dieser Zeit sich unterzuordnen und zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht der mehr Aufmerksamkeit braucht oder Unterstützung von ihrer Seite und hat mir das Leben so leicht es irgendwie ging gemacht. Also irgendwie coole Momente erzeugt zu Hause. Wir haben kleine Sachen abgefeiert, wie mit unserem Hund spazieren gehen. Und egal ob Sturm, Sonnenschein, egal, wir sind raus, wir sind zusammen raus. Und das war so ein bisschen so, ja, hey, wir stehen da schon zusammen durch. Wobei auch irgendwann der Punkt kam, so, hey, so funktioniert das auch nicht. Ja. Ich muss jetzt auch mal irgendwie was für mich machen und was erleben. Ja, und dann haben wir aber auch das immer als Team entschieden. Also sie hat da immer echt, sie ist auch immer so, die vorangeht, muss man ehrlicherweise sagen. Also sie haut ihre Emotionen raus, ich habe ja schon kurz am Anfang durch vielleicht auch meine Story erwähnt, ich brauche jetzt, mir ist zu Hause auch super wichtig, aber für mich ist einfach nur das, wie machen wir es zu Hause? Ist zu Hause schön? Haben wir eine schöne Couch? Haben wir einen schönen Esstisch und haben wir eine schöne Wohnung? Und das Umfeld, ja, ich war das ja gewohnt, so mehr oder weniger so ein Einzelkämpfer zu sein. Von daher ist das okay für eine kleine Zeitperiode. Aber sie hat dann immer gesagt, okay, wir müssen jetzt was ändern. So geht's nicht. Ich hänge hier nur zu Hause. Um was ich im Nachhinein und jetzt vor allem zu 100% nachvollziehen kann und auch total dankbar bin, dass sie das immer angesprochen hat. Krass, ey. Ja. Ist auf jeden Fall eine starke Frau da an der Seite. Ja, super. Das ist perfekt. Sehr, sehr cool. Okay, wir sind jetzt so weit, dass du viele Sachen so zum ersten Mal durchlebt hattest, ein paar Stürme auch hinter dir hattest. Ja. Und
Wie geht es jetzt weiter? Du bist jetzt 3 Jahre drin im Geschäft. Es hat sich hoffentlich vieles verbessert. Ihr expandiert weiterhin. Du hast gemeint von 30 auf jetzt 60 Mitarbeiter ungefähr. Das heißt verdoppelt auch in der Zeit. Wie geht's weiter? Was ist der Traum? Ja, was ist der Traum? Ich glaube, der Traum ist erstmal weiterhin so begeistern in der Region, wo wir sind, dort ein Aushängeschild zu sein, ein Vorreiter zu sein, aber auch für mich selber sich weiterzuentwickeln. Und ich muss tatsächlich auch sagen, so, das ist dieses Jahr mein kompletter Fokus gewesen oder vom letzten halben Jahr jetzt, an mir selber zu arbeiten, an mir selber als Chef zu arbeiten, weil ich glaube einfach daran, wenn ich ein guter Chef bin, der ehrlich, transparent und fair mit seinen Mitarbeitern umgeht, dass sich das ins Unternehmen überträgt, dass das als Gewohnheit übergeht, dass es für jeden normal ist, Dinge anzusprechen, Fehler einzugestehen, aber sich auch weiterzuentwickeln, gemeinsam am besten. Das war so mein Fokus. Wohin soll es weitergehen? Aus Unternehmenssicht, hey, ich habe Bock auf mehr, so viel kann ich schon mal sagen. Ich will einfach dieses Thema Gesundheit und so das, was wir dort machen, so dieses komm in ein Haus und alles ist da, egal was ist. Ich glaube, dass schon echt ein super interessanter Punkt ist und so tatsächlich auch wenig gibt. Und wieso soll man nicht versuchen, das noch aufs nächste Level zu heben, indem man sagt, ein anderer Standort ist Bremerhaven, weil ich ja immer nicht nach Bremerhaven wollte. Ist vielleicht nochmal interessant, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch echt genug Work zu tun, um so einen guten Grundstein erstmal zu legen, worauf man dann weiter aufbauen kann. Das heißt, ist schon eine Expansion im Sinne sozusagen. Ja, ich hätte auf jeden Fall mega Bock. Also ich sehe das gar nicht als mein Limit jetzt und ich will mehr. Vielleicht nochmal ein Unternehmen dazu, vielleicht aber auch einfach, dass die Sachen, die man hat, noch größer aufbauen, vielleicht nochmal einen neuen Standort. Ich kann das zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen, weil für mich ist erstmal wichtig, nochmal diesen Grundstein zu festigen, das Ganze vielleicht auch noch mit mehr Autarkie an den Mann zu bringen, an den Markt zu bringen, das Team noch besser zu entwickeln und sich selber am Ende des Tages auch nochmal vielleicht ein bisschen besser zu entwickeln, um dann auch mehr Platz zu haben im Kopf für neue Ideen. Ja. Klar, man hat als Unternehmer, so das habe ich auch gemerkt, es gibt kein Stoppen mehr bei mir, was vielleicht auch manchmal echt ein Nachteil ist. Ja. Aber ich hab Bock, also ich will schon nochmal das ein oder andere erleben und ich will auch noch das ein oder andere aufbauen und echt irgendwie was Cooles am Ende teilen mit Leuten. Du redest ganz viel darüber, hey, sich irgendwo selber besser zu machen oder zu optimieren oder Sachen dazu zu lernen. Was ist denn deine größte Baustelle bisher gewesen? Vielleicht sogar auf Business-Ebene jetzt oder tatsächlich persönlich für mich? Beides wahrscheinlich. Ich glaube, für mich persönlich war immer so das Thema, darüber zu sprechen, wie geht es mir eigentlich wirklich. Also jetzt mal auf einer privaten Ebene, aber ich glaube auch, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist vom Business. Wie geht's dir? Wo brauchst du vielleicht Hilfe? Auch Hilfe dann in dem Moment zu fordern und dann auch anzunehmen. Ich glaube, das sind so 3 Punkte, die mir sehr, sehr schwer fallen weiterhin. Aber auch einfach mal zu sagen so, hey Leute, mir geht's einfach scheiße, ich brauche jetzt mal 2 Tage Ruhe. Da habe ich immer noch so manchmal das Gefühl, den harten Macker zu markieren zu müssen und zu sagen, hey, ich bin Chef, mir geht's nie scheiße, ich habe immer nur sonnige Tage und es ist total klasse. Wir gehen immer weiter nach vorne und das läuft alles super. Nee, und das ist so, einfach dann auch zu sagen und nach Hause zu kommen und zu sagen so, hey, ich brauche jetzt einfach mal 2 Tage Ruhe. Lass uns mal den Hund einpacken und einfach an die Ostsee fahren, da in ein kleines Ferienhaus oder was auch immer. Ich glaube, das ist so ein Punkt und was ich auch für mich erkannt habe, woran ich arbeiten muss, hey, kleine Meilensteine zu feiern. Einfach mal selber auch stolz auf sich zu sein und zu sagen so, hey, das haben wir jetzt echt gut gemacht. Nicht nur auf mich selber, sondern vielleicht auch aufs Team. Sagen, hey, das ist jetzt auch mal für den Moment gut. So, das kann man jetzt auch mal wirklich so sagen, das ist gut. Und jetzt machen wir dann weiter, klar, wir bleiben nicht stehen und wir verfallen auch nicht drin, dass alles perfekt ist. Das ist, glaube ich, auch. Kurz mal pausieren, zelebrieren. Innehalten, genießen. Ja, auch mal wieder so diesen Moment erleben und aufsaugen und sagen, hey, schau mal, was wir eigentlich geschafft haben. So, das ist so diese Parts, an denen ich echt viel arbeiten möchte.
Was deutlich besser geworden ist, wenn du wahrscheinlich meine Freundin fragst, als zu Beginn unserer Beziehung schon. Aber da geht noch weit, weit mehr, wenn ich das immer so mitkriege, auch vom Freundeskreis und sowas. Ja. Voll interessant. Also ich sehe mich auch darin wieder. Obwohl du als Pastor voll darin gefragt bist, eigentlich dich immer wieder selber mitzuteilen, ist es mir nie leicht gefallen und war nie meine Stärke, sage ich mal, irgendwie extrem transparent an der Stelle alle möglichen Leute reinzunehmen. Natürlich hast du es versucht durch Predigten und Geschichten, Anekdoten, die du bringst, aber dieses wirkliche Zulassen von Verbindung und wirklich Einsicht in mein Leben und in meine Gefühlswelt, weiterhin, eine Baustelle, weiterhin etwas, woran ich arbeite. Ich glaube auch oder behaupte mal, dass ich besser drin geworden bin, aber ist noch viel so zu tun. Ne? Ich denke, teilweise liegt es daran, dass also ich glaube, Männern fällt es sowieso schwerer als Frauen, mal ganz pauschal gesagt. Dann so ein bisschen kommt es darauf an, wie du aufgewachsen bist. Hast du diese Ebene mit deinen Eltern auch gehabt oder nicht? Dann hast du es auch nie gelernt wahrscheinlich, wenn du es nicht hattest, dich so mitzuteilen. Genau, und dann die Gesellschaft bisher bringt dir das ja auch nicht unbedingt dann bei, sondern es ist mehr Ellbogen raus und zeigen, ne, 100%. Hey, ich habe Kante und ich kann das und ich bin kompetent, indem ich keine Schwäche zeige, und genau das Gegenteil ist dann eigentlich der Fall. So, ne? Aber voll interessant so zu hören. Okay, das heißt, du bist da dran. Ich weiß, dass du gerade so eine Art Geschäftsführer-Training oder Schulung machst in der Art, deswegen bist du auch immer wieder in Berlin. Richtig. Was hat dir dieses Training eröffnet oder welche Baustellen wurden dir da plötzlich klar, die da nicht so oder deine Blindspots waren eigentlich bisher? Ja, also genau, ich habe ja immer gesagt, ich habe alles aus dem Bauch entschieden, und irgendwie kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, hey, halt, stopp mal. Ich will, dass alle in meinem Team sich weiterentwickeln und was lernen und besser werden, aber ich selber arbeite gar nicht an mir, sondern ich bringe immer nur neue Ideen rein. Okay, hey Leute, das machen wir jetzt, das ist eine super Idee, lass uns das mal umsetzen. Yeah. Hey, und dann habe ich irgendwann so, halt, stopp mal, ich habe immer noch gar keine Ahnung, wie ich eigentlich wirklich Leadership betreibe. Und ja, ein Business managen, anhand von Zahlen zu gucken, hey, läuft's gut oder läuft's schlecht. Okay, das ist eine, aber auf so einer persönlichen Ebene zu sagen, okay, ich bin jemand, der führt und der hat wirklich einen Plan zu führen, ey, da hatte ich immer noch gar keine Ahnung. Das war nach 2,5 Jahren, da habe ich immer noch alles aus dem Bauch entschieden und immer noch so, kriegen wir hin, kriegen wir nicht hin. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt ran. Da will ich jetzt auch ran, und habe jetzt eben hier in Berlin echt was sehr, sehr Cooles gefunden, was auch eben auf so, ich sag mal, Führungsebene dann ist, also C-Level, Geschäftsführer, wo viele erfahrene Leute sind, von denen ich mega coolen Input kriege. Also das ist echt eine Bereicherung für mich. Und wo ich halt auch einfach Tools lerne, so wie gehe ich wirklich mit meinen Mitarbeitern und mit meinem Team, weil für mich sind das keine Mitarbeiter, sondern für mich ist es mein Team, und wir stecken da auf einer Reise zusammen und wir machen was Cooles. Wie nehme ich die mit? Wie bin ich gut, also wie kommuniziere ich gut mit denen? Wie gebe ich vielleicht auch Anweisungen vernünftig? Wie führe ich vielleicht aber auch kritische Gespräche, sodass es aber auch immer für jeden gut nachvollziehbar ist und ich mir selbst dabei treu bleibe? Ich glaube, das war so das Thema. Ich habe die Rolle Geschäftsführer gespielt, aber habe diese Person Mats in dem Moment gar nicht so krass berücksichtigt, wie ich vielleicht eigentlich mit meinen Freunden oder so bin. Und das war so mein Thema. Okay, da musst du ran, deine Persönlichkeit auch irgendwie mit umzumünzen und mit ins Team zu geben, weil du fühlst dich besser, dir geht es damit besser und dein Team kann dich vielleicht auch besser verstehen. Und ich will nicht der sein, der irgendwo oben in seinem Büro sitzt und wo keiner reinläuft, und wenn, dann gibt es immer nur Anschiss, sondern ich will halt auch dort sagen, okay, hey Leute, ihr seid Mitreisende. Und ich brauche euch und wir brauchen uns alle gegenseitig. Und jeder muss was Input geben. Und deswegen muss ich mich auch weiterentwickeln, damit ich mein Team weiterentwickeln kann, auf der Ebene besser zu kommunizieren, Probleme besser zu lösen. Ja. Und da bin ich total dankbar für. Und das ist so das, was ich bis jetzt schon alles mitgenommen habe. Ja. Extrem spannend, ja. Und kann das tatsächlich auch so echt eigentlich jedem empfehlen, sowas mal zu machen und vielleicht auch so ein bisschen so eine eigene Vision von sich als Chef oder Teamlead, was auch immer, das muss ja gar nicht immer nur dieses ganz oben eine Führungsebene sein. Es kann ja auch für eine Beziehung hat es mir auch geholfen, weil ich einfach gelernt habe, vernünftiger zu sprechen,
ja, nicht impulsiv zu werden, auch immer dann gleich und sich selber angegriffen zu fühlen. Ich glaube, das war so ein großes Problem bei mir. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Doch. Alles gleich mal auf die Goldwaage zu legen und sagen, oh, da will mich jemand angreifen. Nee, da gehe ich jetzt erstmal Handschuhe hoch und den wehre ich erstmal ab, den Schlag. Was ja auch überhaupt gar nicht fördernd ist und totaler Quatsch ist. Und das habe ich jetzt tatsächlich in diesem letzten halben Jahr krass lernen dürfen. Und da bin ich so dankbar für, weil ich gehe mit so viel mehr Selbstvertrauen, aber auch mit so viel mehr Plan an die Sache ran, habe meine Tools, habe meine Werkzeugkiste mehr oder weniger, die ich aufmachen kann und sage, okay, heute brauche ich das, weil heute habe ich ein kritisches Gespräch mit einem Mitarbeiter oder heute brauche ich einfach nur das, dass ich bei einer Weihnachtsfeier eine coole Rede halte, wo ich auch nochmal alle motiviere und sage, hey, wir haben ein geiles nächstes Jahr vor uns, aber hatten auch schon ein gutes Jahr. Ja. Und das ist so unfassbar viel wert gewesen für mich. Glaube ich. Also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich denke, was du ansprichst, würde ich mal so versuchen zu beschreiben, ist eine Art des Lernen, weißt du, eine Rolle nicht nur zu spielen, sondern eigentlich zu verkörpern. Genau. Nicht im Sinne von, hey, ich will da einfach der Beste drin werden, so, sondern zu verstehen, dass das, was dich selbst ausmacht bisher, deine Persönlichkeit, dein Charakter, deine Stärken, deine Schwächen, dass das sich widerspiegeln darf in der Funktion, in der man unterwegs ist, in der Arbeit oder in verschiedenen Beziehungsverhältnissen, sei es Liebesbeziehung, Arbeitsbeziehung, Punkt, so. Und dass man merkt, okay, man muss gar nicht extrem stark immer unterscheiden und Schubladen aufmachen und Schubladen zumachen, sondern man darf lernen oder hineinwachsen in diese Rolle, beziehungsweise diese wirklich verkörpern, nicht fake-mäßig, sondern halt authentisch. Und dazu gehört dann eben eine Schippe von dir, die du mit zeigst und mit reingibst und nicht nur etwas, was du künstlich erzeugst. Ne? Ich glaube, das gehört eben auch dazu, zu diesem Podcast, dass man sagt, hey, am Ende des Tages Kunst-Mensch sein bedeutet ja nicht verschiedene Rollen irgendwie oder Hüte aufzusetzen, sondern, glaube ich, die Rollen, die man hat in diesem Leben, in den Verhältnissen, in denen man steht, so wirklich auch einzunehmen. Und das zu 100% jedes Mal. Nicht, dass du immer nur, ja, ich bin 20% Geschäftsführer, ich bin 30% Liebhaber, ich bin 20% Sohn und nochmal, nee, du bist immer 100% so. Ja, ich glaube, sonst fällt auch einfach was runter und so irgendjemand zieht den kürzeren. So sieht's aus. Und du bist da nicht echt wahrscheinlich an vielen Stellen, sondern eher unauthentisch und komisch aufgesetzt so. Voll interessant, ja, und interessant auch von dir zu hören, dass du merkst, okay, hey, all diese Prinzipien, die du da lernst, kannst du auch ummünzen in andere Beziehungen hinein. Wow, finde ich cool. Ja. Finde ich echt richtig cool. Aber es muss auch einfach sein. Ich glaube, genau das, was du gerade auf den Punkt gebracht hast, ey, man leidet selber darunter auch dann, wenn du diese Hüte immer wechseln musst und du schlüpfst vielleicht einmal vergisst du den Hut zu wechseln und dann kriegt der andere das, was du eigentlich gar nicht geben wolltest und bereust das. Und ich glaube, das ist so das, was für mich ist. Ich will einfach das nicht bereuen. Ich will viele gute Entscheidungen für mich treffen, aber auch zu den schlechten stehen können. Und deswegen muss das einfach in Einklang sein. Okay, wir kommen zu diesem einen Punkt nochmal zurück, den du am Anfang erwähnt hattest, bezogen auf, das soll nicht einfach nur 40 Stunden Arbeit sein die Woche, sondern dadurch, dass du neben Schlaf wahrscheinlich damit am meisten Zeit verbringst oder auf der Arbeit am meisten Zeit verbringst, wie können wir das gestalten? Diese Frage und dann eben in die Richtung zu lenken, dass man sagt, hey, ich sehe das nicht nur als Job, um zu überleben oder meine Rechnung zahlen zu können, sondern ich möchte drin aufgehen, ich möchte eine Art Bestimmung drin finden, ich möchte Teil der Vision werden, ich möchte das mit vertreten können, ich möchte meinen Namen damit, in Verbindung setzen wollen auch. Wie bist du dazu gekommen, dass du dieses Umdenken bei dir hattest? Ich habe einfach gemerkt, so von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, den ich mehr dort gearbeitet habe, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Wie viel Spaß mir auch diese Rolle, Geschäftsführer zu sein, wo viele ja auch sagen, das ist viel Verantwortung. Natürlich, das ist auch viel Verantwortung und das ist auch nicht, dass man jede Nacht gut schläft. Das gehört halt einfach dazu. So, du hast einfach Verantwortung und mir gefällt das total gut, Verantwortung zu haben, weil ich bin auch einer, der ist lieber sauer auf sich, wenn er was verbockt, als zu sagen, ja, die anderen haben alle nicht mitgezogen. Und ich glaube, das war so für mich irgendwann der Moment, wo ich dann eigentlich gesagt habe, halt, stopp, ey, dir macht das total Spaß, was du hier machst.
Aber tatsächlich musste ich auch erst diese 2 Jahre durchgehen und ich kann das, so wie ich jetzt heute hier sitze, erst von mir behaupten, dass mir das total viel Spaß macht. Ja. Weil davor war das alles Qual. Also was heißt Qual? Aber davor war das viel Lehrgeld zahlen. Davor war das viel sich erarbeiten, sich wieder selber spüren, sich immer wieder herauszufordern. Und jetzt ist es tatsächlich so, ey, ich habe ein geniales Team. Ich habe einen genialen Rückhalt durch meine Family, durch meine Freundin, die total verstehen, was ich dort mache und auch zu mir stehen. Und es ist einfach dieser Moment, am Ende ist ja auch, du machst es auch, um ein paar Leute happy zu machen. Und wenn ich mittlerweile sehe, so mit den Kunden, mit denen wir zu tun haben, wie positiv die über das Ganze reden, diese Vision, die irgendwo mal in einer Business-Präsentation für meinen Vater entstanden ist, dass das mehr und mehr Realität wird, ist echt genial. Und es ist so ein krasser Moment, weil manchmal komme ich wirklich in dieses leere Haus rein und denke mir so, Alter, wovon wir gestartet sind hier und wie es jetzt mittlerweile alles läuft, es ist verrückt und es hätte sich keiner erträumt und ich mir selber auch nicht, dass das auch funktioniert. Ja. Und am Ende, ich glaube auch so für Bestätigung macht man halt Dinge schon auch und die zu kriegen, als das angefangen hat, dass die Leute nicht mehr rummeckern und sagen, früher war alles besser und es war schon immer so. Als dieser Switch kam, bin ich auch zum ersten Mal, wo ich so mit Abstand sagen konnte, Alter, ist schon echt nice, was hier passiert ist. Und tatsächlich muss ich auch sagen, immer wenn ich das irgendwelchen Leuten erzähle, so wie heute auch, gehe ich eigentlich wieder noch stolzer hier raus, weil ich sage, ey, das ist wirklich cool und das ist wirklich was, wofür sich diese ganze Zeit auch lohnt und diese Gesichter zu sehen oder am Ende irgendwelche Arbeiten zu sehen, die halt was Positives wieder zum großen Ganzen beitragen, macht mir total viel Spaß und es ist einfach eine richtige Leidenschaft geworden, Unternehmer zu sein. Ja, also sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich würde vielleicht sogar Bestätigung noch weiter ausformulieren im Sinne von nicht nur, dass jemand sagt, hey, ich lobe dich dafür, dass du dies oder jenes getan hast, sondern eher, dass man merkt, dass man Mehrwert kreiert hat, dass wirklich irgendwo eine Veränderung stattgefunden hat im Leben der Person, vom Kunden, wie auch immer. Und dass man merkt, okay, durch die Dienstleistung, also Dienstleistung von Dienst her, ich habe dir einen Dienst ich habe einen Dienst geleistet, ich habe dir gedient, ist dein Leben dadurch besser geworden, leichter geworden, was auch immer. Und das wird wiedergespiegelt. Und ich glaube, dass man dann nicht nur sozusagen Geld nimmt für irgendwas, was ein billiges Produkt ist oder was dann ein Scam ist, sondern dass man eine Transaktion zwar hat, aber das von der anderen Seite sehr positiv aufgenommen wird, ist, glaube ich, sehr belohnend dann wiederum für die Person, die dann diesen Dienst getan hat. So, ne? Und deswegen, glaube ich, kann ich absolut gut nachvollziehen, dass wenn man hier plötzlich zur Inspirationsquelle wird, wenn man hier merkt, man macht wirklich einen Unterschied, sei es im kleinsten bis zum größten Bereich des Lebens, dass das den Geldwert sogar übersteigt. Dass man merkt, oh, man bekommt plötzlich Sinnhaftigkeit in dem Ganzen und Bestimmung. Und natürlich müssen die Finanzen irgendwo stimmen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist klar. Genau, aber es geht halt tiefer plötzlich. Und du denkst dann nicht nur an dich, sondern denkst plötzlich auch an die Person, die dir gegenübersteht und plötzlich auch an dein Team und merkst, hey, wenn es mir so ergeht, möchte ich doch, dass es jedem so ergeht und dass wir gemeinsam plötzlich an einem Traum mitarbeiten dürfen, der uns alle erfüllt und nicht nur meinen großen oder meinen privaten kleinen Traum. So, ne? Ja, also genau, was du sagst. So dieses Finanzielle, das rückt komplett in den Hintergrund. Dafür sollte man, glaube ich, auch nicht Unternehmer werden, so wie bei uns jetzt im Dienstleistungssegment. Ja. Da geht es einfach wirklich, bei mir ist es so, es geht mittlerweile darum, hey, diese Story dahinter. So, ey, wir haben Leute, die rausgehen und sagen, wir sind so dankbar, dass wir hier so eine Stunde schöne Zeit haben oder ey, ihr habt mir so viel geholfen dabei, dass es mir besser geht, dass ich mit meinen Enkelkindern spielen kann, was auch immer. Ich meine, ist ja jedes Alter. Das ist das, wo du nach Hause fährst und dann auch zu Hause erzählst, ey, weißt du übrigens, was passiert ist heute? Die Person hat gesagt, sie konnte zum ersten Mal wieder Skifahren gehen oder sowas. Ja. Und das ist einfach so diese kleinen Momente, wo du sagst, Alter, es ist echt, wir liefern wirklich einen Mehrwert und wir sind nicht einfach nur da, weil wir da sein müssen. So. Ja. Cool. Okay, wir haben off-Kamera mal darüber gesprochen, dir kribbelt es ja schon auch in den Fingern, ne? Gewisse andere Dinge mal auszuprobieren und zu sehen, zu erreichen, wie auch immer.
Hast du da konkrete Ideen, Gedanken? Ich meine, du hast zwischenzeitlich eine Marketingagentur noch gegründet. Ja, genau. So nebenbei mal. Und was würdest du von dem mitnehmen, was du jetzt gerade tust? Beziehungsweise würdest du vielleicht gar nichts davon mitnehmen? Im Sinne von, ist es der gleiche Sektor? Würdest du auch in Gesundheit wieder was machen? Also fitnessmäßig, sportmäßig? Oder hast du Bock auf was komplett anderes? Ja, also ich bin ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen gefährdet, dass einem dann schnell langweilig wird, weil das dann irgendwo so Daily Business wird, so eine Routine wird. Und doch, ich habe auf jeden Fall Bock, nochmal was komplett Neues zu machen. Also nochmal vielleicht eine komplett andere Branche dazu. Vielleicht überschneidet sich das eine oder andere. Hey, das wäre natürlich cool, weil man dann schon von viel Learnings irgendwie profitieren kann. Ja. Aber nee, für mich wäre eigentlich so die Vision, wenn ich unternehmerisch nochmal was anderes mache, nicht nur wenn, sondern wann das passiert oder sobald es passiert, dann wird es nochmal was anderes sein und dann will ich auch nochmal was liefern, was vielleicht auch noch, also es muss immer ein Mehrwert sein und es muss nicht irgendwie Sache sein, die mal schnell kommt, schnell geht, sondern ich will schon dahinter stehen und will, dass auch so ein bisschen zu meinem persönlichen Leben auch passt. Das ist mir immer wichtig. Ja, also dieses Prinzip oder diese, ich sag mal, Bestimmung, die transzendiert ja theoretisch jedes Geschäftsmodell. Das ist dann weniger der Fokus, beziehungsweise das kannst du überall mit übertragen oder das wäre der Kern jedes Mal. Genau. Aber wie du sagst, du hättest schon Bock auf komplett was. Kannst du schon irgendwas verraten oder ist es einfach nur erstmal nicht spruchreif, wilde Träumerei im Kopf? Ja, es ist viel wilde Träumerei. Es ist noch nicht gar nichts spruchreif. Ich habe echt super viele Ideen, worauf ich Bock habe, aber ich weiß auch, dass mein jetziges Team, die jetzigen Unternehmen mich noch brauchen und ich möchte dort auch noch sein. Ich bin da noch nicht 100% fertig. Also noch nicht mal annähernd 100%, was ist schon 100%? Wird wahrscheinlich auch nie kommen, ja. Ja, hoffentlich auch. Ja. Aber ja, momentan bin ich ganz gut ausgelastet, so von der Zeit her. Aber das Ziel soll schon sein, vielleicht nochmal ein kleines Startup, vielleicht auch im Tech-Bereich oder sowas nochmal aufzubauen. Okay. Ist ein bisschen Leidenschaft geworden. Also in welchem Sinne Tech? Ja, so ein bisschen Programmieren, Online-Shops, sowas in die Richtung. Vielleicht schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Okay. Bleibt spannend. Mats, was würdest du denn sagen, also jetzt basierend auf all das, was wir schon besprochen hatten, was glaubst du, ist die Mission deines Lebens geworden? Zusammengefasst ist es, glaube ich, einen Einklang zu schaffen zwischen Arbeit, weil das mir total viel Spaß macht, und privatem Leben und Leben genießen. So. Und dort eine Mischung zu schaffen, dass man sagt, ich bin nicht nur Arbeit oder ich bin nicht nur Leben genießen, sondern ich bin so genau dieser 50 dazwischen, der es einfach schafft, privat und geschäftlich komplett zu einem zu machen, sodass nichts hinten runterfällt, weil für mich ist Family super wichtig, meine Beziehung ist mir super wichtig, und das sind so Sachen, die nicht drunter leiden sollen, weil ich beides brauche, um irgendwie happy zu sein. Und ich würde sagen, so für mich ist am Ende das große Ziel, ja, niemals zu stoppen und immer weiterzumachen, immer was Neues, mehr vielleicht auch, aber nichts hinunterfallen zu lassen, was vielleicht auch eine sehr krasse Vorstellung ist, weil irgendwann ist, glaube ich, auch mal für jeden Schluss vom Pensum. Aber das ist einfach so mein Ziel. Und so wie es momentan läuft, ist eigentlich ziemlich cool. Ziemlich nah dran, würde ich sagen. Nah dran. Würdest du sagen, du bist happy? Ja, also wir haben ja schon gerade kurz gesprochen davor. Erst gestern war ich nicht so happy tatsächlich, aber das gehört auch dazu und bin jetzt nach so einem Talk wieder noch positiver. Aber wenn du mich jetzt grundlegend fragst, bist du happy, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. So, doch, so wie es jetzt ist, ist es sehr, sehr gut. Besser geht immer, aber ich bin auch nicht total unglücklich. Ja, verstehe, was du meinst. Okay, wovon hast du Happiness, Glückseligkeit denn abhängig gemacht? Also in der früher, Vergangenheit? Ja. Und woran würdest du es nicht mehr abhängig machen?
ich war früher voll materiell geprägt. Okay. Was ich mir heute immer gar nicht mehr vorstellen kann, warum ich jemals so war. Und meine Freundin lacht auch immer darüber, dass ich erzählt hatte, ja, ich war so ein typischer Fußballer, so irgendwie kleine Louis Vuitton Tasche und was weiß ich, was da jetzt kommt es erst raus. Erst gegen Ende des Gesprächs. Ja, so, ich bin da ganz offen und ehrlich und ich stehe auch dazu. Und das war so, wo ich gesagt habe, Alter, okay, du hast irgendwie Geld verdient und dann bist du irgendwo hingegangen, hast es gleich ausgegeben und hast dir dann also im Nachhinein jetzt, ne, in dem Moment war das natürlich super wichtig, irgendwie die Kulturtasche von Gucci oder was weiß ich zu tragen. Wenn ich mich heute nochmal sehen würde in dem Alter, würde ich mir wahrscheinlich rechts und links eine mitgeben. Aber ich war krass auf materielle Dinge fixiert und habe gesagt, ja, es muss immer alles top und teuer und es muss nach viel wirken. Hey, und das ist gar nicht mehr so. Ich würde sagen, heutzutage, jetzt oder mittlerweile sind einfach so geile Momente. Ich will schöne Momente haben mit meinen Freunden, mit meiner Familie, aber auch für mich alleine. Und das war auch immer so ein Thema. Für sich alleine einfach mal einen happy Moment zu haben. Keine Ahnung, mir fällt es mittlerweile nicht mehr schwer, alleine im Restaurant zu sitzen, kein Handy rauszuholen, sondern es einfach im Moment zu sein und es zu genießen. Oh, ja. Und das ist so, aber auch erst, was ich jetzt so ich habe, glaube ich, vor 2 Monaten war ich hier in Berlin und da habe ich einfach mal alleine im Restaurant gesessen, nicht am Handy geschaut, Handy nicht mal mitgehabt und habe eigentlich gemerkt, ey, kann ich schon mit mir aushalten. Und das war so ein Moment, wo ich einfach stolz war, weil ich, glaube ich, lange Zeit in meinem Leben auch im Nachhinein eine Rolle gespielt habe, die vielleicht gar nicht so 100% zu mir gepasst hat. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Also sich selbst aushalten zu können, beziehungsweise irgendwo im Reinen mit sich selbst zu sein. Ja, kennst du das nicht? Du sitzt irgendwo, nur an der Bushaltestelle. Du kannst nicht mal eben dein Handy nicht rausholen oder irgendwie sagen oder hey, einfach mal zu gucken, hey, wie läuft es eigentlich, wie geht es mir eigentlich gerade selber, so ein bisschen in sich hineinzuhören. Du hast ja auch gesagt, dir fällt das schwer. Kann ich dir mal sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Da weißt du, wo es mit dir steht. Ja. Also ich merke das jetzt gerade, weil ich war ja viel mit Family davor. Bin jetzt seit Samstag hier in der Wohnung und plötzlich ist halt nicht mehr so viel Trubel um dich herum, ne? Ja. Dann merkst du schon, okay, lenkst du dich jetzt direkt ab mit Handy und keine Ahnung, davor gar keine Zeit gehabt, Serien zu schauen und jetzt denkst du dir so, mache ich jetzt abends eine an oder nicht? So hältst du die Spannung aus. Spüre ich aktuell sehr, sehr stark. Aber voll wichtig eigentlich, um, wie du sagst, was du vorhin schon meintest mit Mission des Lebens, so ein bisschen die Balance zu finden. Also klar, man wird nie immer in der genauen Mitte sich befinden, aber was du, ich glaube, gesagt hattest, ist in jungen Jahren sehr stark materialistisch, sehr stark dieses ich genieße, ich will das zeigen können auch, dass ich auf der schönen Seite des Lebens mich befinde und dann plötzlich das radikale andere Ende, ich gehe voll in die Arbeit rein und versuche da richtig was zu reißen und jetzt irgendwie geht das Pendel doch so ein bisschen Richtung Mitte wieder und du merkst, okay, ich will eigentlich beides haben, also nicht im Sinne von materialistisch, aber im Sinne von, ich möchte Momente genießen können, ich möchte das Leben genießen können und gleichzeitig aber auch hart arbeiten wollen und nicht nur auf der faulen Haut sitzen so, weil das genauso mich erfüllt, genauso Teil von mir ist. Und ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was bedeutet, die Kunst des Menschseins irgendwo zu entdecken auch. Dieses vollkommen in einer Sache immer aufzugehen und nicht nur peu à peu so und gestückelt. Ja, ich glaube, das, was du ja sagst, ich weiß nicht, ob du das kennst oder wenn man einfach so lange für eine Sache hingearbeitet hat, dieser Moment, sich sein Traum oder sein Wunsch, der klein, groß, was auch immer sein kann, sich den dann zu verwirklichen, indem man aber dafür was investiert hat vorher und nicht einfach hingeht und sagt, ja, das mache ich jetzt. Hey, das ist doch das Gefühl, wo man sagt, ja, da bin ich jetzt wirklich stolz drauf und das ist jetzt auch so eine Sache, ey, die genieße ich jetzt total. Es kann ja sein, ein schönes Essen in einem Restaurant, wo man immer mal hin wollte. Von mir aus kann das auch bei dem einen oder anderen eine Uhr sein oder ist ja egal, ne? Das soll ja jeder für sich ausmachen. Ja. Aber ich finde, diesen Moment doch öfter zu erleben und sich auch in diesen Moment zu versetzen, tut mir total gut, weil ich Energie kriege. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du sagst, hey, das ist eher so, da komme ich eigentlich mehr gehypt raus, als ich vorher reingegangen bin. Dann. Ja, wie gesagt, die Balance ist wahrscheinlich wichtig an der Stelle. Man kann es übertreiben, aber also ich mache ein Beispiel mit meinem Halbmarathonlauf hier. Ich war ja in Lissabon zum Halbmarathonlauf und ich habe gemerkt, es war
es war sehr anstrengend davor, so in den letzten Wochen, weil die Kilometeranzahl immer höher war, dann die du ableisten musstest im Training davor. Und dann war plötzlich der große Tag, dann hast du eine Ruhewoche gehabt und dann aber nicht direkt das nächste Ziel. Und das war dann so ein bisschen schwierig für mich, jetzt vorletzte Woche, ich habe diese Woche wieder angefangen zu laufen oder Sport zu machen, dann wieder einzusteigen, weil ich mir dachte, okay, das Wetter ist schlecht, meine Zehen sind immer noch blau vom Laufen und musste ich, weißt du, ich habe so viel zu tun und ich hatte davor auch viel zu tun, aber irgendwie dadurch, dass da kein Ziel mehr direkt da ist, fehlt dann so ein bisschen die Disziplin gefühlt im Moment. Ne? Und deswegen, ja, das war auf jeden Fall spannend, weil ich gemerkt habe, okay, es ist mega gut, dann auf etwas hinzuarbeiten und es abzuschließen, das zu feiern. Habe es mir echt gut gehen lassen in Lissabon. So soll es sein. Wohlverdient. Wohlverdient. Und danach aber wieder einzusteigen, ist so, den Sprung musst du halt auch schaffen. Ne? Ja, voll. Ja. Ich glaube aber genau darum geht. Voll. Okay. Mats, wir sitzen jetzt schon eine Weile hier. Ich überlege gerade, was eine gute Frage noch zum Abschluss sein könnte, bevor ich die allerletzte Frage. Hast du eine Frage an mich? Ja, mich würde es mal interessieren, guck mal, du hast jetzt hier auch einen krassen Wandel durchgemacht. Ne? Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, das ist ja eigentlich wie ein Startup, was du jetzt hier gerade aufbaust, um das mal auf Business-Ebene zu sehen. Was sind so vielleicht auch deine schlaflosen Nächte, die du dann dadurch kreierst? Ich muss sagen, ich habe im Juli angefangen und bin dann direkt in meiner Zone gewesen. Ne? So dieses Startup-Feeling im Sinne von, boah, jetzt geht's los, die ersten Aufnahmen werden organisiert, sind dann im Kasten, Punkt. Also die ersten 1-2 Monate waren super exciting und dann legt sich die Euphorie so langsam. Ne? Also jetzt so gegen September, Oktober, kleine Durchstrecke gehabt im Sinne von, ein paar Aufnahmen sind ausgefallen, dadurch ist der Zeitvorsprung dann so ein bisschen weg, in diesem 2-Wochen-Takt. Da habe ich gemerkt, okay, davor konnte ich echt nicht so gut schlafen, weil ich aber positiv irgendwie aufgeregt war. So 1000 Ideen, die im Kopf rumgesprudelt sind, die ich mir dann aufgeschrieben habe und wo ich nachts noch wach gelegen habe, um, weißt du, darüber nachzudenken und nicht einschlafen konnte und frühmorgens vor dem Wecker aufgestanden bin, weil ich voller Tatendrang war. Und das hat sich so ein bisschen gelegt und ich habe dann gedacht, okay, hey, du musst jetzt aber weiter durchziehen. Weil das ist so diese typische Phase, das ist nicht das erste Mal, dass ich was Neues anpacke, sondern ich kenne das, da musst du jetzt durch so. Und das war, glaube ich, interessant, jetzt in dieser echt sehr kurzen Zeit zu merken, dass es schon so richtige Hochs und Tiefs gab. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht und ein paar Aufnahmen sozusagen wieder anstehen. Aber ich hatte eine kurze und kleine Pause. Genau, also das ist, was ich sagen kann, wie das jetzt so war. Gleichzeitig habe ich ja auch vor dem Dreh schon gesagt, versuche ich einfach gerade mit dem hier mein Bestes zu geben. So, ne? Also es ist eine Leidenschaft von mir, macht extrem viel Spaß und kostet mich aber auch so ein bisschen was. Ne? Also die Orga, das ganze Set, Freunde anzufragen, das zu organisieren, ist nicht ohne, weil es nicht nur von dir abhängt. Ja. Also wenn es nach mir geht, okay, ich könnte mich schon in so eine Disziplin zwängen, sage ich mal, dass ich da einfach durchziehe. Aber es liegt halt nicht nur an mir, sondern ob der Gast auch kann, ob die Termine stehen, ob mein Team in der Zeit verfügbar ist und so weiter, ob ich reisen muss vielleicht. All diese Punkte stehen im Raum, die ich nicht immer zu 100% beeinflussen kann. Und das macht es schwieriger, spannender und auch aber schöner dann am Ende, wenn es dann klappt, weil man merkt, wow, das haben wir gemeinsam geschafft. Ne, da ist eine Idee einfach nur Anfang des Jahres gewesen und jetzt sehe ich die Umsetzung, bin jetzt bei Folge 8 mit dir und hoffentlich darf es munter so weitergehen oder darauf werde ich hinarbeiten und ich habe richtig Bock, dass es groß skaliert wird, um es mal in diesen Worten zu formulieren. Das ist doch ein super Weg und das ist doch eine super Vision und ich glaube am Ende des Tages geht es einfach darum, wie du es auch sagst, einfach mal diese schwierigen Zeiten auch einfach durchzustehen, weil, hey, die machen dich schon stärker und du lernst schon auch was über dich selber und auch über dein Business am Ende des Tages. Wie gesagt, einfach weitermachen, Augen zu und durch ist manchmal so der Spruch. So hart es dann vielleicht auch manchmal für den einen oder anderen klingt oder einfach nicht sich selber verlieren. Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht mal so ein kleiner Tipp von mir an dich. Bleib dir selbst treu. Aber dann bist du, glaube ich, auf einem geilen Weg. Danke, Mann. Danke.
Okay, letzte Frage von unserem vorherigen Gast. Und zwar lautet sie, wieso du und nicht jemand anderes? Ja, gute Frage. Ich glaube einfach, jeder hat so ein bisschen seine Bestimmung. Ich glaube tatsächlich mit mehr und mehr so ein bisschen an Schicksal, dass einfach bestimmte Dinge passieren im Leben, die ja einfach passieren sollen. Und das ist bei mir auch so der Fall. Ich glaube einfach, am Ende ist es vielleicht so ein bisschen so meine Bestimmung, diesen Part, ist natürlich momentan sehr, sehr business geprägt, den einfach zu gehen. Und ich glaube, man merkt ja auch schnell, passt das zu einem oder passt das nicht zu einem. Ja, ich bin total dankbar, dass es mich so getroffen hat. Das muss ich schon sagen. Und bin auch froh darüber. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass es halt auch einfach ein großer, großer Punkt des Schicksals ist, wo die Reise hingeht. Aber natürlich auch so ein bisschen das, was man vielleicht selber so ein bisschen auch erzwingt. Mitgestalten darf, ja. Voll. Also würde ich sagen. Ja, genau. Ja, genau. Da gibt es verschiedene Wörter für, aber ja. Ja, aber finde ich gut. Ich würd auch sehr Ähnliches sagen. Es ist die Überlappung von vielen Ebenen und Dingen und Aspekten des Lebens. Ne? Also wie man selbst ist, wie man aufgewachsen ist, was vielleicht gerade die Not auch ist, im Umfeld, in der Welt, wenn du es ganz grandios formulieren möchtest. Und dann eben, ja, wenn alles zusammenpasst, glaube ich, kannst du von Bestimmung sprechen, von Schicksal, vielleicht würden andere sagen, oder auch Plan, ja. Ja, also ich glaube, genau, wie du sagst, es baut sich halt über Jahre auf. Es ist ja nicht, dass man heute, du sitzt ja heute auch nicht hier, weil dir das ja einfach mal jemand gesagt hat, mach das, sondern weil du halt einfach selber sagst, hey, ich mache das für mich. Und ich glaube, das ist immer das, mach Sachen für dich und dann werden sie auch gut. Das ist gut. Okay, Mats, ich glaube, ich kann mich nur noch bedanken an dieser Stelle. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Talk. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für deine Zeit, dass du extra aus Bremerhaven, Hamburg hergekommen bist. Einen Tag früher, ne? Yes. Nur um diesen Dreh zu machen. Dir gebührt der Dank an der Stelle. Und es war mir eine Freude, war super spannend. Ich glaube, extrem wertvoll für so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, mal Einblick zu bekommen, wenn sie selbst in der Lage sich befinden oder in die Richtung gehen möchten. Oder gar nicht aus der Ecke kommen, aber einfach mal über den Tellerrand schauen wollten. Und deswegen, ja, wo bekommt man dich mit? Wo findet man Sachen von dir? Vielleicht im Netz? Bis auf LinkedIn, das weiß ich. Alle anderen sind gerade nicht so, ne? Genau, tatsächlich bin ich nur über LinkedIn eigentlich erreichbar. Genau, aber da gebe ich auch immer wieder ab und zu mal Einblicke, so wie es mir geht. Für mich einfach Instagram. Ja, ich habe so ein bisschen mich ab und zu mal drin verloren. Wahrscheinlich kennt das jeder. Hast du irgendwann getroffen, ja, die wir alle auch noch zu treffen haben, glaube ich. Aber genau, am besten über LinkedIn, da einfach gerne mal vorbeischauen und ja, auch gerne mal einfach anschreiben und in Austausch gehen. Also das kann ich jedem anbieten. Mir hat das total geholfen. Cool. Die Unternehmen haben alle eine Website, ne? Yes, alle eine Website. Die sind tatsächlich alle auf Instagram. Okay, gut. Gerne abchecken. Kann ich alles verlinken, okay? Genau. Ja. Und cool. Ansonsten einfach vorbeischauen. Direkt vor Ort in Bremerhaven, wer mal Bremerhaven erleben möchte. Sehr, sehr gut. An alle Norddeutschen hier. Okay, dann auch an euch nochmal vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. ABH Community, war wieder ein Genuss, dieses Gespräch führen zu dürfen und hoffentlich gefällt es euch und ihr nehmt viel mit. Kommentiert gerne, liked, leitet es weiter an eure Freunde, die vielleicht für die es genau passend wäre. Und was sagt man noch? Rezension schreiben, Subscribe hinterlassen, Punkt, alles was dazu gehört. Cool, also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.